Hi. Hi. Servus. Servus. Oder moin, wie man hier sagt. Morgen. Hallo liebe Gäste, und zwar heute sind wir in Deutschland, besuchen einen VPN-Anbieter, der noch nie vorher ein Interview gegeben hat. Ist das richtig? Ja. Und wir sind in Hamburg, also ganz im Norden von Deutschland. Auf dem Weg daher habe ich Dresden besucht, auch wunderschön. Und heute sind wir hier in Deutschland. Wer von euch, was macht ihr da in der Firma? Oder könnt ihr mir sagen, in welcher Firma wir sind? Ja, du bist hier bei Perfect Privacy. Ich bin der Marketing-Guy, bin also zuständig für SEO, SEA, die Affiliates betüdeln und so ein Zeugs halt, die Website. Ich mache so alles mit Technik und gucke, dass das alles technisch ordentlich funktioniert und denke mir aus, was wir für neue schöne Features haben möchten und kümmere mich ein bisschen darum, dass wir unsere Angestellten bezahlen und solche Sachen. Auch wichtig. Ja. Warum sind wir jetzt da in Hamburg? Oder seid ihr Hamburger? Ursprünglich nicht, aber seit 20 Jahren, ja. Sehr lange. Ja, schon sehr lange. Ja. Okay, aber Perfect Privacy ist jetzt keine Hamburger Firma eigentlich, ne? Nee, wir sind eigentlich keine Hamburger Firma. Wir sind das klassische, also wir sitzen am den Hauptsitz in der Schweiz, aus verschiedenen Gründen. Das ist nicht in der EU, das macht vielleicht steuerlich Sinn. Man muss sich nicht ständig alle 2 Jahre mit Vorratsdatenspeicherung rumschlagen und die Datenschutzgesetze sind auch nicht so schlecht. Also bleiben immer Wünsche übrig, aber so in der Gesamtheit ist schon ganz okay. Ja, genau. Fahren wir da, glaube ich, ganz gut. Habt ihr Kinder? Oder wie seid ihr verwurzelt in Hamburg? Ganz klassisch mit Frau und Kindern. Ja, ganz langweilig quasi. Ja, das muss nicht langweilig sein, ne? Eine ganz wichtige Sache, ja. Ihr habt mich nicht eingeladen. Ich bin trotzdem gekommen. Ist trotzdem gekommen, ja. Ich zahle mein Hotel selbst, die Anreise selbst. Ihr könnt es bestätigen, dass wir... Das ist uns auch total wichtig. Das will ich nicht bezahlen. Also wir bezahlen generell überhaupt keinen von unseren Affiliates. Alle haben für Reviews, für das Partnerprogramm bezahlen sie natürlich. Alle haben das Partnerprogramm, alle kriegen dieselbe Vergütung und das ist ja auch richtig und wichtig so. Die muss ja auch bezahlt werden, die Arbeit. Aber es ist nicht so, dass wir für irgendein Review jemals irgendwie extra Gebühren bezahlt haben, um ein besseres Ranking oder sonst was zu bekommen, was viele doch auch auf dem Markt von uns wollten. Haben wir aber dankend abgelehnt. Das ist tatsächlich aus freien Stücken hier. Wir haben dich nicht gezwungen und nicht bezahlt. Und sind auch sehr dankbar. Ja, wir müssen das ja, ich denke, man muss das trotzdem wiederholen und das ist auch gut, wenn man das gleich am Anfang vom Video macht. Ja. Weil Mit einer Bildzeitung in der Hand wie in einem Geiselvideo. Ja, aber ich glaube, die Leute werden sehen auf dem Video, dass wir hier eine lustige Runde sind, die miteinander plaudern und nicht ein gestelltes Werbevideo oder irgend so etwas. Ja. Und das ist es ja auch nicht. Ja. Ja, vielleicht kommen wir einfach gleich zur Geschichte von Perfect Privacy. Ich glaube, das ist das, was die meisten interessiert. Und ihr habt mir das ja vorhin ganz kurz einmal so auch noch einmal erzählt. Nein, oder zum ersten Mal erzählt. Ich habe die Geschichte quasi nicht gekannt. Es ist sozusagen eine Geschichte, um die sich viele Mythen ranken. Ja. Aber wie war das wirklich? Also, kontrovers im Internet diskutiert über viele Jahre, wieso wir entstanden sind und ob wir eigentlich furchtbare Menschen sind und solche Sachen. Also im Wesentlichen ist Perfect Privacy mal gegründet worden von Leuten, die man als Faschos bezeichnen darf, glaube ich, ganz offiziell, um mit ihren Kameraden irgendeinen Scheiß im Internet zu machen. Dann ist zum Glück der eine von den Faschos da ausgestiegen und der andere ins Gefängnis gekommen. Und den Ausgestiegenen habe ich irgendwann mal im Chaos Computer Club kennengelernt. Und dann haben wir ein paar Jahre Aktivismus, Chaos Computer Club Krams und so Sachen zusammen gemacht. Und dann hat der aber leider eine Psychose bekommen und musste aus medizinischen Gründen
leider die Arbeit beenden und ich habe die weitergemacht quasi und seitdem haben wir, keine Ahnung, also mit den Faschos gar nichts mehr zu tun und freuen uns darüber, dass wir ein ordentliches, cooles VPN haben und quasi alle beschützen und nicht nur irgendwie einen Kameradschaftsabend veranstalten. Ja, das ist die kontroverse Geschichte. Wann war das ungefähr? Das ist ja schon... Ich glaube, gegründet 2005, 2008, irgendwann sowas. Und ich bin da... Das erste Mal in der Wayback-Maschine. Ja, genau. Und ich habe damit angefangen, so ein bisschen schon Krams dafür zu machen, 2012 und richtig übernommen dann so 2013 ist, glaube ich, ist der eine ins Krankenhaus gekommen und auch nicht wiedergekommen. Ja. Aber wenn ich das jetzt so sehe, also du schaust nach, wie lange könnte es Perfect Privacy geben in der Wayback-Maschine, weil du sozusagen wenig Aufzeichnungen habt über das, was vorher war. Ja? Beide habt ihr sozusagen nicht Perfect Privacy gegründet, sondern ihr seid da hineingefallen. So. Erst später dazu kommt, 2016. Ja. Seit 2016 bin ich erst dabei. Ja, ich habe es auch so, irgendeiner muss es ja machen und man kann die Kunden ja dann da nicht im Nix hängen lassen. Da war die Hälfte der Server war nicht mehr erreichbar und so und dann haben wir es erstmal aufgeräumt und ordentlich gemacht und jetzt haben wir deutlich mehr Kunden in überall quasi. Ja, ist auch nicht schlecht. Wie gesagt, irgendeiner muss es ja machen und ja. Ja, wenn man sich die alte Website anguckt und die Website jetzt, dann sieht man ja auch, dass da andere am Werk sind. Ein bisschen was getan haben, ja. Ja, und auch die ganze Technik, die Server, wie sicher die jetzt sind, was da alles, genau. Ja, das erste Feature, was du rausgebracht hast, war ja die RAM-Disk-Geschichte. Ja, die Server in eine RAM-Disk zu machen und so, damit die schönen Beschlagnahme sicher sind und so. Mhm. Ja, genau, da haben wir uns technisch einmal ausgetobt quasi. Also das, was man so vorher mit Nerdtum sich immer ausgedacht hat, was man immer mal Schönes bauen könnte. Ja, haben wir alles gebaut. Ja, ist ganz cool geworden. Aber warum macht ihr das? Weil ihr damit so viel Geld verdient oder weil ihr oder weil es sonst kein, was ist der Zeitvertreib oder was? Also ja, was ist die Kombination aus, irgendeiner muss es ja machen und es gibt beschissenere Zeitvertreibe. Wenn man schon so ein Aktivist und bla 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 in der Art ist, ist ein VPN-Provider betreiben aus prinzipiellen Erwägungen schon gar nicht so schlecht. Ich meine, das ist nicht lügen, man verdient da selbstverständlich auch Geld mit. Und wenn man jetzt gar kein Geld dafür kriegen würde, dafür wäre es ein bisschen viel Arbeit. Aber in der Kombination ist, wenn man Lust hat auf Aktivismus und sich mit Politikern und der Polizei rumschlagen und so, dann kann man das schon machen. Macht Spaß. Ich hab in meinem Studium so eine Whistleblower-Website mitbetreut und SIGO beraten und so weiter. Und da bin ich auch mit diesen Themen Whistleblower in Verbindung gekommen und wie wichtig Verschlüsselung auch dafür ist und so weiter. Da ich ja irgendwas mit Medien studiert habe, habe ich dann erstmal meinen Werdegang in der Werbeagentur fortgeführt und dort dann festgestellt, dass das ja alles eigentlich auch gar nicht mehr so witzig ist mit dem Tracking und Browser-Fingerprinting. Jeder 4 Millionste Computer hat die gleichen Settings, also kannst du dir vorstellen, wie leicht man einen wiederentdecken kann. Ja, klar. Ja. Und dann hat ein Kollege von mir, auch vom Chaos Computer Club, mir vorgeschlagen, stell dich doch mal hier bei PP vor. Ja, und dann hat das eigentlich auch sofort gepasst. Ja, genau. Ich bin da reingekommen und dachte, wow, ich bin zu Hause. Jetzt ist das euer Zuhause da? Würde Sie das als Zuhause bezeichnen? Also wir haben ja jetzt hier gemütliche Ja, wir haben es uns hier gemütlich gemacht, wir wollen es ja nicht ungemütlich auf Arbeit haben. Das ist schon so, wenn man schon arbeiten muss, um Geld zu verdienen, dann kann man das ja auch möglichst, dann kann man das auch auf dem Sofa machen oder mit bunter Beleuchtung und Musik und bla bla bla. Also, genau. Also, wir haben es uns hier schön eingerichtet. Ich meine, du hast gesehen, meine Frau ist eben hier angekommen und so. Also, ja. Ja, soll ja auch so sein. Genau. Wenn man schon mal die Nächte am Computer verbringt oder so, dann möchte man das ja nicht in einem sterilen Büro machen, sondern irgendwo, wo es gemütlich ist quasi und die passende Umgebung zum Rumnörden und Hacken ist. Jetzt seid ihr da in diesen VPN-Provider-Geschäft sozusagen reingerutscht. Was sind die Schwierigkeiten in eurem Geschäft? Also was sind die Schwierigkeiten, wenn man einen VPN-Anbieter, so wie ihr, sozusagen veröffentlicht? Ach, man hat Spaß auf allen Ebenen. Man
kann sich immer ein bisschen darüber ärgern, dass neue Vorratsdatenspeicherung, neue Überwachungsgesetze, neues dies, neues das, die eventuell das Geschäftsmodell bedrohen, weil die dann sagen, hier, du darfst keinen Anonymisierungsdienst mehr betreiben und so weiter. Das lässt einen manchmal schlecht schlafen. Dann die Hoster, wo die Server stehen, werden auch zunehmend angenervt, wenn dann da mal Beschwerden sind oder so. Da hat man auch jeden Tag im Endeffekt Spaß mit. Und dann neuerdings lernt man ja dann auch, dass Geheimdienste irgendwie auch alles zum Ziel machen, was nicht schnell genug auf dem Baum ist. Oder dass dann, weiß ich nicht, jetzt inzwischen die 10 größten VPN-Provider irgendwie 2 Firmen gehören mit sehr zweifelhafter Reputation und so. Also das ist dann so wenn man in dem Markt mit unendlichem Budget, genau, wenn man in dem Markt dann, also da sind so eine Palette von Sachen, die einen manchmal schlecht schlafen lassen. Zwischen Regierungen, Geheimdiensten, anderen Leuten mit unendlichem Budget und so weiter. Aber es soll ja nicht langweilig werden. Aber jetzt sieht man ja euch, also ihr habt jetzt keine, um das klarzustellen, ihr habt ja jetzt keine Angst vor den Geheimdiensten oder so oder vor den Regierungen, weil sonst würdet ihr euch auch nicht... Wir machen ja auch nichts Illegales. Also das ist auch eher so die Geschichte, dass da die Möglichkeiten bei denen halt anders gegeben sind als bei uns und wir dagegen gut bestehen können. Aber natürlich schon manchmal auch ein bisschen neidisch. Ja. Also ich aus Marketing-Sicht hätte auch gerne ein bisschen mehr Budget, um noch mehr zu rocken. Ja. Und der übliche Regulierungskrams ist so da kann man nach ein paar Jahren irgendwann ein bisschen drüber hinwegsehen, dass wenn man liest, oh, die Vorratsdatenspeicherung wird morgen eingeführt, dass das vermutlich nicht bedeutet, die wird wirklich morgen eingeführt, sondern morgen klagt da jemand gegen, dann ist es wieder aufschiebend und so weiter. Und man hat da doch die nächsten 5 Jahre wieder Spaß mit. Aber das ist natürlich was man ständig im Auge behalten muss, ob sich nicht irgendeine Regulierung geändert hat, wo dann, okay, lass mal unsere Mitarbeiter vorsichtshalber nicht mehr in das und das Land fahren, weil wir haben da Server und die dürfen wir da eigentlich gar nicht haben und schwierige Nummer manchmal so in Europa. Und Nebenländern noch alles im Rahmen, aber naja, wir haben Server in Russland, wo schon seit Jahren irgendwie andere VPN-Anbieter sagen, hier, da darf man gar keine VPN-Server mehr haben. Bei uns hat sich keiner beschwert, wir betreiben die jetzt erstmal da weiter und haben unseren Mitarbeitern gesagt, sie sollen sich von Russland fernhalten, also schauen wir mal. Kein Problem. Das Problem könnte ich euch lösen. Wie viele Leute seid ihr eigentlich? Wie viele Leute arbeiten für Perfect Privacy, so ganz grob? 6 oder 7 oder so. 8 vielleicht? Hast du, glaube ich, mehr? Ja, irgendwas dazwischen, ja, genau. Standorte. Ja. Tralala. Ja, gar nicht so unendlich viele quasi. Wir sind in Hamburg Connection. Ja. Aber da gibt es auch noch andere. Und wenn ihr neue Leute sucht? Wir haben alle Leute aus dem Chaos- und Hacker-Umfeld rekrutiert, die wir entweder seit Jahren kennen oder wo ich jemanden kenne, der die seit Jahren kennt. Also wir haben keine Mitarbeiter, wo nicht irgendjemand die Familiengeschichte von dem kennt. Ja, das ist hauptsächlich, das haben wir aus dieser Nerd-Szene, in der wir irgendwie rumhängen, so rekrutiert. Das ist ganz praktisch. Ja, warum nicht? Wir haben vorhin auch darüber geredet, wie kann es sein, dass man sozusagen jetzt einen VPN-Anbieter vertraut, von dem man einfach nichts kennt. Ja? Also wir haben Leser, die schicken uns den anonymsten und sichersten VPN-Anbieter auf der Welt zu. Ja. Wir sollen uns den unbedingt anschauen. Und das ist dann ein Anbieter, wo wir nicht wissen, wo der sitzt. Wir wissen nicht mal, ob es eine Firma ist oder nicht. Wenn die Firma, wo ist sie? De facto wissen wir gar nichts von vielen Anbietern. Und für mich stellt sich da immer ein bisschen die Frage, wie kann man denn jetzt irgendjemandem vertrauen, den ich gar nicht kenne? Ja? Also wie kann ich jetzt jemandem vertrauen, der vielleicht selbst Polizei ist? Ja. Und ich denke mal, es wird VPN-Anbieter geben. Wir haben ein Beispiel, damals Hotspot Shield. Die wurden gegründet von NSA-Mitarbeitern und die haben unendlich großes Budget am Anfang gehabt. Die haben sich in 120 verschiedenen Sprachen wurden die übersetzt, ohne Geld einzunehmen, weil es war ein kostenloser VPN-Service. Das meinte ich vorhin. Ja. Genau das meinte ich vorhin. Das ist genau. Und gegen sowas muss man dann versuchen, Konkurrenz und Werbung zu machen. Das ist so nur Scheiße. Schwierig, ja. Genau, das ist auch schwierig mit Kunden dann, ja. Aber ihr habt sich entschlossen sozusagen, dass wir jetzt vor Video miteinander sprechen. Eben wahrscheinlich auch aus dem Grund, weil der Unterschied
zu diesen kostenlosen VPN-Services, die sozusagen unbegrenzte Möglichkeiten trotzdem haben, obwohl sie keine Einnahmen haben. Also und euch ist ja, ihr braucht Einnahmen, sonst könnt ihr natürlich nicht leben. Auf der anderen Seite versprecht ihr Privatsphäre und Anonymität eurer Kunden und ihr steht sozusagen auch dafür ein. Ja. Und das ist ein Riesenunterschied. Ne? Ja, ich meine im Endeffekt, die VPN-Anbieter, die tatsächlich kein Geld kosten, da ist doch komplett logisch, dass man selber das Produkt ist. Also das ist doch, irgendwo müssen ja Mitarbeiter und Computer von bezahlt werden. Und wenn man das Geld nicht bezahlt, müssen sie das Geld woanders holen. Das heißt im Endeffekt, die machen dann irgendeinen Werbeauswertekrams oder injecten einem irgendwas irgendwo rein oder also verdienen anderweitig ihr Geld. Und die Kunden sind in Wirklichkeit das Produkt. Wie, ich möchte den Firmen nicht Namen nennen, dann verklagen die uns nachher noch. Egal. Ja, wie eine Werbeagentur, ne? Datahändler. Ich sage ihn ganz nachher rausschneiden. Hola und Luminati. Kennst du die? Ja, genau. Freie VPN-Anbieter hat keinen Sinn. Da ist man erwartungsgemäß das Produkt. Bei allen anderen ist das so, wie man Leuten im Internet vertraut. Ne? Da kann ich schon verstehen. Eigentlich sollte man erstmal gar keinem vertrauen. Und dann bleibt als Anbieter uns der einzige Weg ist dann, okay, wir machen das seit Jahren ordentlich. Wir haben irgendwie ein gutes Track-Record über Jahre und Jahre und Jahre. Wir treffen uns hier mit dir und trinken irgendwie einen Kaffee und eine Mate und quatschen und bla bla. Also das ist das Einzige, was man machen kann quasi. Technisch gesehen gibt es keine Möglichkeit quasi zu sagen, hier ist die technische Garantie, dass wir das irgendwie ordentlich machen. Aber das ist dann tatsächlich eine Vertrauenssache, die man nur über die Jahre aufbauen kann. Über Kommunikation und über Verhalten quasi, was man macht. Ja, das stimmt, ja. Ich meine, aber Perfect Privacy wird gerade in bestimmten Szenen oder auch auf einem Forum ja sehr stark diskutiert. Ja, deswegen gibt es das Forum ja auch, unter anderem. Es ist ja auch gut so. Jetzt muss man sagen, da sind manche sehr, sehr kritische Geister in diesem Forum. Aber bis jetzt über viele Jahre, ich habe gesagt, das hat wahrscheinlich so 2005, 6, 7 begonnen, hat es nie irgendeinen Fall gegeben, dass man Perfect Privacy nicht vertrauen kann, sollte. Also, wie du sagst, nicht Vertrauen aufbauen über das, dass man es einfach belegt, was man tut oder beweist, was man tut. Wir sind komplett transparent. Ich glaube, das ist einer der Punkte bei uns. Wenn ich die Diskussion in unserem eigenen Forum manchmal sehe, ist mir komplett klar, weshalb gar kein anderer VPN-Provider ein Forum hat. Das ist so, oh Gott, ey. Also, furchtbar, es macht einen Sack Arbeit manchmal und die Leute toben, also es ist werbemäßig manchmal so lala, weil da unendliche Diskussionen über 1000 Sachen entstehen und so und die auch oben bei Google auftauchen. Also es ist komplett klar, weshalb andere VPN-Provider kein Forum haben. Es ist einnahmenmäßig und werbungsmäßig wäre es auf jeden Fall sinnvoller, kein Forum zu haben. Das ist halt die Verantwortung, die wir haben. Aber genau, eigentlich möchte ich mit den Leuten ja auch reden und halbwegs mit denen irgendwie eine Kommunikation haben und nicht nur, okay, da sind so irgendwie so Bezahlleute im Internet, die schicken uns irgendwie Geld und wir geben denen irgendein Produkt, sondern ich will ja irgendwie Feedback haben, um irgendwie zu wissen, okay, was sind das überhaupt für Leute, was wollen die überhaupt, was sind so deren Ansprüche, was haben die so für ein Gefühl und so. Und naja, der Preis dafür ist halt, dass dieses Forum öffentlich ist. Ja, man muss ja auch davon ausgehen, dass Journalisten, Whistleblower, sonst welche Aktivisten, die für sonst was eintreten, teilweise ja mit ihrem Leben bedroht sind, wenn sie in dem falschen Land die falschen Sachen recherchieren. Und da muss man halt auch drauf eingehen, die bestmöglichen Sicherheitseinstellungen denen mitzugeben. Gut, andere VPN-Anbieter lassen sich jetzt durch irgendwelche externen Firmen zertifizieren oder so. Wobei. Da habe ich auch dran gedacht. Ja, kann ich mir auch kaufen, ein schönes Zertifikat. Ich habe hier Doktor, habe ich gelesen, für wenig Geld. Nee, Quatsch, also das ist so ein, ja, weiß ich auch nicht so richtig, was ich davon halten soll. War ein komischer Hype, auf jeden Fall. Ja, war komisch. So, ja, ein, zwei haben das gemacht, das habe ich auch gesehen. Das war so, okay. Ja, konnte man auch mal, das ist die Frage. Ja, es gibt aber auch Anbieter, die haben das gemacht, mit Auszeichnungen steht, liest du über ihren AGBs, aber dass sie trotzdem Daten weitergeben und mit den Behörden natürlich. Und der Daten vor allen Dingen haben. Das ist ja so ein Weitergeben im Zweifel, wenn eine richterliche Anordnung bekommt, kann sich ja da keine Firma so richtig gegen wehren. Der Trick ist ja, die Daten vorher erst gar nicht zu haben.
Ich muss sagen, die meisten Zertifikate, die ich mir gelesen habe, weil wir als VPN-Tester, ich nehme das jetzt nicht einfach so, irgendjemand ist von irgendjemand zertifiziert worden, sondern ich versuche dann rauszufinden, das Protokoll dazu. Ja? Also was wurde zertifiziert? Ja? Und haben die angeschaut? Und Zugang zu was haben die denn überhaupt gehabt? Ja. Und ganz ehrlich, die meisten Zertifikate bestätigen zum Beispiel, dass die Android-App funktioniert ohne Fehler. Ja. Ja. Also die Android-App oder die Windows-App funktioniert ohne Fehler und richtet auch keinen Schaden auf Windows an. Ja. Okay, ja. Ja, kann man zertifizieren. Faktisch ist, man kann halt alles zertifizieren. Ja, man kann halt auch, ich weiß nicht. TÜV geprüft. Ja, TÜV geprüft, genau. Und manchmal schreiben sie auch rein, dass eben zum Beispiel die App wirklich keine Daten speichert. Ja, haha. Geht's ja gar nicht. Die App speichert die Daten natürlich auch nicht, wenn die speichern. Das ist richtig. Manche schon. Ja, okay. Manche Apps speichern erschreckenderweise dann auch die Daten, ja, aber... Ja, aber das ist... Ja, das ist ja auch, das sieht man ja mit schwammigen Formulierungen so, kann man ja da quasi alles machen. Wir speichern keine Daten. Schwammige Formulierungen so. Und wenn das eine Zertifikat nicht reicht, machen wir halt noch ein zweites oder ein drittes von irgendwelchen anderen Firmen, genau. Über irgendwas. Ja. Nee, das macht ich glaube, der einzige Weg ist tatsächlich, über Jahre konsistenter zu machen und diese Reputation aufzubauen und sich mit allen Leuten gut zu stehen und auch transparent zu sein und mit allen Leuten zu sprechen, was man macht und wie und so. Und dann zu hoffen, dass im Endeffekt dabei was Positives rauskommt. Das ist die einzige Möglichkeit. Es gibt leider auch keinen technischen Weg, zu sagen, hier ist der Beweis quasi, dass wir das alles gut machen und so. Aber ja, wir machen es jetzt schon eine ganze Zeit lang. Wir hatten also unsere Admins hatten Hausdurchsuchungen, wir hatten Serverbeschlagnahmungen, das Finanzamt hat uns irgendwie 8-mal umgekrempelt gefühlt und waren jetzt nicht so viele Beschwerden. Also ist jetzt, wir sind immer noch da. Ich habe kein schlechtes Gewissen. Gegenüber keinem quasi. Weder gegenüber irgendwelchen Behörden, noch gegenüber irgendwelchen Kunden. Bei uns kann jederzeit jeder einreiten und der kann nichts finden, was irgendwie komisch ist. Deshalb, ja. Wo sind die Limitierungen bei VPN? Also wenn wir VPN als für Anonymität ansehen, ja? Also wenn man sagt, man will mit einem VPN-Service zumindest anonymer im Internet sich bewegen. Wo seht ihr die Limitierungen dabei? Naja, also ich habe schon mal, es gibt ja Nutzer, die mit eingeloggtem Google-Account oder Facebook-Account oder Twitter-Account im Internet unterwegs sind. Und natürlich sehen Facebook, Twitter und Google, wer du bist und was du machst. Und da hilft dir dann auch kein VPN oder so. Ja, das ist das Problem. Die meisten Leute tragen ihre Daten dann selber raus und sind dann zwar auf der einen Seite anonym, aber ja, was du meintest, sind mit Facebook im Internet eingeloggt oder. Im Browser-Fingerprinting ist ein bisschen ein Problem. Da kann man bei uns natürlich den Trackstop-Filter einschalten. Der blockiert ganz schön viele Sachen weg. Also da wird Browser-Fingerprinting auf jeden Fall nicht besser von. Ja, das sind so ein bisschen die Gefahren, glaube ich. Hauptsächlich, dass die Leute einfach dann bei Facebook eingeloggt sind oder ihren Twitter-Google-Button oder irgendwas haben. Ja, wer ganz paranoid ist, der kauft sich am besten mit Bargeld einen Computer und setzt sich ins freie WLAN. Oder setzt sich eine virtuelle Maschine auf. Ja. Naja, man kann, also 100% Anonymität gibt es nicht. Nee, also ich sage immer, das sage ich auch unseren Kunden, den Leuten, wo deren Leben richtig derbe davon abhängt, somit die sind tot, wenn das nicht funktioniert. Die sollen sich ein leeres Handy kaufen und da Tor drauf machen. Und wenn da irgendwas mit komisch ist, das Handy schreddern. Das ist am sinnvollsten. Die sollen sich fernhalten von allen VPN-Providern. Einfach auch von uns. So, einfach aus prinzipiellen Erwägungen. Und sollen Tor benutzen. Das ist so, da will ich auch deren Geld nicht haben. So, bevor man im Iran, weil sich nicht erschossen wird, nehmt Tor. So. Ist Tor die Lösung für alles? Das ist schon. Ich sage, also sagen wir mal so, wenn mein Leben davon abhängen würde, würde ich auf jeden Fall Tor benutzen und nicht irgendeinen VPN-Provider. Weil bei Tor, naja, da ist die Statistik von Leuten, die das überlebt haben, auf jeden Fall höher. Und bekannt vor allen Dingen. Ja. Ja, das ist so ein, bei richtig wichtigen Sachen würde ich dann
Ich meine, auch Tor ist schon gehackt worden. Vor ein paar Jahren von der holländischen Polizei. Die haben einen Zero-Day im Tor-Browser ausbenutzt, um, in dem Fall war es ganz lustig, irgendwelche Kinderporno-Anbieter zu hacken, was natürlich sehr positiv war. Aber da war dann auch, die haben sich halt mit einer Ladung Beamte rangesetzt, haben eine Sicherheitslücke in Tor gefunden, sind bei irgendwelchen Leuten in die Server eingebrochen und haben dann Tor-User de-anonymisiert. Und die sind auch alle ins Gefängnis gegangen. Hat es jetzt ausgerechnet die richtigen erwischt, ne? Aber ist so ein, kann auch schief gehen quasi. Aber trotzdem, im Endeffekt, es gibt keinen 100% sicheren Computer und es gibt nichts 100% sicheres. Wenn mein Leben davon abhängen würde, würde ich Tor benutzen. Genau, das ist so ein... Wenn überhaupt. Ja, wenn überhaupt, wenn man, genau, oder man macht dann einfach nichts mit Computern, aber manchmal geht es ja nicht anders. Manchmal ist es ja die Kombination von, man muss Computer benutzen und es ist aber irgendwie doch ganz schön gefährlich. Ja. Ich habe eine Freundin, die arbeitet für so eine internationale Organisation, die unter anderem mit so Atomsachen, ich will die Organisation jetzt nicht nennen, weil sonst kann man auf die Person kommen, aber die fliegt unter anderem natürlich auch in den Iran, Ja. Spricht dort auch mit wichtigen Leuten und diese Informationen müssen dann irgendwie woanders hinkommen. Ne? Ja. Ja? Und ich habe sie gefragt, wie sie kommuniziert, also welches Tool sie verwenden, um E-Mails zu verschlüsseln und wie die dann Übertragung ist und so weiter. Ja. Und ob sie VPN verwenden und Ja. so weiter. Und sie hat gesagt, nein. Ja. Machen Kann wir ich nicht. verstehen. Würde ich auch nicht in Sie dem Fall verschlüsseln machen. gar nichts, hat Genau, sie machen die gesagt. gar nicht. Da hat man nur Ärger mit. Dann versuchen ja 20 Geheimdienste einem in den Computer einzubrechen, anstatt die fischen sich das einfach aus dem Internet und fertig und sind zufrieden, nur unverschlüsselte E-Mails, alle haben das, alle können mitlesen, alle wissen, man macht da keinen Unsinn und erzählt denen keine Atomgeheimnisse oder so. Also genau, in dem Fall würde ich auch sagen, verschlüssel das gar nicht, nimm kein VPN, schick einfach Klartext-E-Mails, schick eine Kopie an, weiß ich nicht, email@nsa.de. Also sie hat gesagt, sie macht das so, sie kauft sich ein Flugticket. Ja, Und sie bringt die Informationen, ja, im Kopf, ja, das geht Dorthin. natürlich auch noch, ja, ja, weil manche Informationen einfach im Internet nichts verloren haben. Ja. Ja, so oder so. ja, das stimmt. Und gegen manche Sachen kann man sich, ich meine, was soll man sagen, wenn man irgendwie mit dem Iran und irgendwelchen Nuklearsachen Geschäft, da hilft einem keiner mehr auf der Welt. Da gibt es eine NSA-Abteilung, die sich nur um einen selber kümmert. Da sind alle raus. Also wer da behauptet, komm zu uns, wir schützen dich, wenn du uns irgendwie 10 Euro im Monat gibst oder 100 oder was auch immer, auf keinen Fall. Ja, das sind halt viele Mythen, ne, die sich so... Ja, aber das ist so ein, also ab der Stufe ist dann spätestens Feierabend und jeder, der da irgendwie sagt, wir können da irgendwas tun, der lügt einfach nur. Also das ist so ehrlich muss man dann auch als VPN-Anbieter sein, da kann man nicht sagen, ey, ja klar, komm zu uns, hier, wir sind die gut. So, wenn eine NSA-Abteilung einem irgendwie hinterher spionieren möchte, dann sind die besser als alle anderen, vermutlich. Und haben mehr Spielzeug und dann hat man Pech. Ja, sicher. Nee, also ich muss sagen, das war eine der Aussagen, die ich in eurem Forum schon vor 5, 6 Jahren gelesen habe. Und eben diese realistische Betrachtungsweise. Ja? Also was kann man denn mit VPN machen und welche Leute kann man gegen was schützen? Ja? Nur VPN ist das eine, das ist die verschlüsselte Verbindung zu irgendeinem Server, aber Fakt ist, das spielt alles keine Rolle, wenn die NSA deinen Computer hackt. Genau, da eine Abteilung sitzt, die sich um nichts anderes kümmert. Und, genau, und die setzen, ja, oder die können ja viele Dinge machen. Ne? Also die können ja, wenn du da dein Passwort eingibst, selbst wenn sie außerhalb des Gebäudes sind, vielleicht genau, herausfinden, welches Passwort du hast, über Wärmestrahlungen an der Decke, Reflexionen und was da los. Ganz ehrlich, hör mal aber auf der Ebene, also dass wenn ein Team eh. für einen rauskommt, Ja, aber kannst du- dann ist komplett vorbei. Also das ist so, wenn die kommen und bauen einen Van auf, ja genau, dann ist man nicht mehr in der Abteilung. Ja, aber könnt ihr euch erinnern an Edward Snowden, den Film, wie das am Anfang war, von Ja. der Laura Potters? Ja, natürlich. Der ist dort gesessen in seinem Hotel, hat gewusst, okay, die schauen mir alle zu. Ja. Alles wird dazu geschaut. Da werden Kameras sein, die werden mich mit Infrarot, mit Ultraschall, mit irgendwas, mit alles. Weil die wissen, wo ich bin. Ja. Und die wissen, dass ich jetzt kommuniziere. Und was hat er gemacht? Er hat sich Dinge über den Kopf und da sein Passwort einzugeben und so weiter. Er wird sich auch absichtlich vertippt haben, einige Male. Absichtlich. Unter der Decke, weil er einfach sicher gehen wollte. Ja? Aber wenn du auf der Ebene arbeitest, muss man auch dazu sagen, da sitzen dann 100 Leute,
die tun den ganzen Tag von früh bis spät nichts anderes als dir zuschauen versuchen. Ja, genau. Da kostet jeder im Monat 30, 40, 50.000 Dollar plus. Ja, 100 mal 100. Also die Frage ist ja, welchen Aufwand treiben sie dann? Ja? Ein anderes Beispiel, was ich immer wieder habe von Lesern, die sagen, 160 Bit Verschlüsselung ist einfach nicht so sicher wie 256. Ja. Das ist so einfach. Das ist alles leider nicht so einfach. Genau, das ist überhaupt nicht so einfach zu sagen. Und die Frage ist natürlich auch, ich kann jede Verschlüsselung knacken. Ich kann auch 64 Bit knacken. Die Frage ist, wie lange braucht ein Computer, um etwas sozusagen auszurechnen und auszuprobieren. Und da diese zum Beispiel AES, ne, oder bei irgendwelchen Sachen ist der 128er und die 256er Variante sind zwei verschiedene Sachen. Und da gab es auch schon so Sachen wie die höherbittige ist geknackt worden, die niedrigbittigere war aber noch nicht sicher. Ich kriege das Beispiel jetzt nicht zusammen, wo das genau war, aber das war vor ein paar Jahren irgendwie, war in irgendeinem Kryptogramm, es war genauso dieses mehr Bits ist besser, mehr Bits klingt nur auf dem Papier schöner. Also es ist so ein, genau. Ja, denke ich auch, ja. Also wenn ein Anbieter sagt, wir verschlüsseln jetzt mit 2048 Bit, ja, schön, heißt gar nichts. Genau. Ja. Habt ihr einen Beleg, dass es schon jemand versucht hat und nicht geschafft? Und wenn ja, wie viele? Was wir vor einiger Zeit gemacht haben nach den Snowden Papers war, die Diffie-Hellman-Keys überall abzudaten, weil dann ja rausgekommen ist, dass die NSA die Diffie-Hellman-Keys für die wichtigsten Sachen alle einfach vorberechnet hat mit beeindruckendem Rechenaufwand. Ne? Aber die haben Keys vorberechnet. Seitdem machen wir immer regelmäßig neue, alle 4 Wochen, glaube ich. Und die sind 4096 Bit. Da dauert es noch eine ganze Zeit lang, bis man innerhalb von 4 Wochen die 4096 Bit Key, bis man den nachrechnen kann. Aber die 1024 Bit Keys, ich glaube für den Apache und für den Internet Explorer und ein paar andere Sachen, Internet Explorer, wie heißt der Webserver von Microsoft, nicht der Browser. Nee, der Server. Der Internet, IIS, Internet irgendwas Server. Ja, genau, für den und für ein paar andere haben die diese Diffie-Hellman-Keys vorberechnet. Da war dann so ein, okay, dann machen wir ab jetzt regelmäßig neue Keys und machen die auch einfach so groß wie es geht. Dann braucht zwar die initiale Verbindung ein bisschen länger. Also wenn die Verbindung einmal da ist, ist es egal. Ist quasi nur beim ersten Mal dauert es halt länger. Dafür ist es aber dann, also das ist tatsächlich NSA sicher, da gucken die nicht mal eben so rein. So. Ja, aber wie gesagt, am Ende, wenn hier ein ganzes Team aus Amerika... Ja, genau, also so genau. Das ist so, ich meine, wovor einen so ein VPN schützt, ist diese normale NSA-Massenüberwachung. Und die von allen anderen Diensten, die einfach massenhaft alles einfach mitschnüffeln, sich in ihren großen Computer laden und dann da zur Not drin rumklicken können und irgendwas suchen können und bla bla bla. Die gucken nicht mal eben so in verschlüsselten Verkehr rein, so und schon mal gar nicht, wenn die da nicht eh schon den Kiefer haben, bla bla, also die machen das nicht auf und auch so mit, weiß ich nicht, so Kreuzkorrelationssachen mit der Traffic, der da rein und wieder rausgeht, was wir ja ganz gut mit unserem Neurorouting irgendwie verhindern können und so, das machen die nicht mal so eben. Also die sehen, wenn man uns benutzt, auf jeden Fall sehen die deutlich weniger und können nicht mal eben einen durchs Internet verfolgen und sehen, okay, man hat da das und gemacht und macht da jetzt das und das. Aber wenn man persönlich das Ziel ist so, also wenn die den Namen von einem auf dem Zettel stehen haben, dann hilft einem kein VPN-Anbieter. Also Vorratsdatenspeicherung findet ja statt in Deutschland, obwohl das immer wieder gekippt wurde, aber einige Anbieter machen das trotzdem. Ja, die Anbieter Vorratsdaten speichern einfach. Telekom. Ja, genau. Deutsche Telekom muss das machen. Ja. Magenta. Ich glaube, die müssten es gar nicht. Es wird immer wieder von irgendwelchen Richtungen, die machen das aber einfach, weil die da selber auch für ein eigenes Abuse Deutsche Telekom macht, glaube ich, 60% ihres Konzernumsatzes in Amerika. Vielleicht müssen sie es auch für Stream On und solche Geschichten, ne? Ja, man weiß es nicht. Egal, auf jeden Fall, wie auch immer, warum die das wollen. Das doch vor Jahren, hat die Politik doch verkündet, der Datenschatz muss gehoben werden. Deshalb, ich glaube, die wollen einfach nur den Datenschatz heben. Und denen können wir auf jeden Fall gut ans Bein pinkeln. Den Datenschatz heben die bei uns auf jeden Fall nicht. Da haben wir das einen Grund gefunden, warum man Perfect Privacy verwenden soll. Ja, natürlich. Also es gibt ja quasi nur ein paar, uns nicht zu verwenden quasi. Weshalb man uns verwenden sollte, kann ich stundenlang drüber reden. Die Frage war ja eben, wovor kann einen VPN nicht schützen quasi. Ja, aber ich denke, das ist trotzdem auch wichtig, dass man das mal sagt. Ja, natürlich, das ist das einzig Wichtige. Der Rest ist abgedeckt. Da haben wir uns ja drum gekümmert. Deshalb gehe ich davon aus, es ist immer ganz schön sicher.
Es sei denn, wir haben explizit gesagt, das ist nicht sicher, sonst ist cool. Also wir waren eigentlich, also ich hatte die Philosophie irgendwie umgekehrt. Ist natürlich marketingmäßig genau verkehrt rum. Aber eigentlich, wenn wir nichts gesagt haben, gehen wir davon aus, das ist top und mega sicher. Und wenn wir dazu schreiben, vorsichtig wegen bla bla bla, dann ist es auch mit Vorsicht zu genießen oder unsicher oder was auch immer, weiß ich nicht. Man kann ja unser Variant Canary nicht mehr aktualisiert wird. Ja, stimmt, wenn wir plötzlich wechseln und die Webseite und der Variant Canary nicht mehr aktualisiert wird, dann kündigt euer VPN quasi und verbrennt eure Computer. Nee, Quatsch. Macht ihr das noch mit der Variant Canary? Ja, natürlich, selbstverständlich. Warte mal, der ist dann nur aus... Monat zu Ja, machen. Der ist dann natürlich nur aus Höflichkeit, ne? Man muss sagen, dieser Variant Canary, für eine Firma, die auf, sagen wir mal, wo die Angestellten auf europäischem Festland so im Groben sind, ist das relativ bedeutungslos. Ich wüsste kein Land, wo irgendeiner unserer Mitarbeiter ist, wo es irgendein Gesetz gibt, wo den jemand dazu zwingen kann, irgendwie geheim irgendwelche Sachen zu machen, die der dann nicht entweder mit einem Anwalt oder mit der Öffentlichkeit besprechen kann oder wo wir eine Pressemitteilung drüber machen können und so weiter und so weiter. Also so ein Gesetz gibt es einfach nicht. Aber es ist natürlich trotzdem höflicher, einfach einmal im Monat zu schreiben, ey, haben wir alles nicht gekriegt und können wir weiterhin machen. Obwohl, wie gesagt, falls wir mal irgendwas kriegen von irgendeinem Geheimdienst oder irgendwelche Sachen und die uns zu irgendwas zwingen wollen, dann seid ihr die Ersten, die es wissen quasi. Also muss ich das jetzt auch jedes Monat überprüfen, ob das bei euch so ist. Ja, kannst du machen. Verdammt. Ja, also. Ja, der Variant Canary ist, wie gesagt, aus rechtlichen Gründen ist der eigentlich Quatsch. Der macht für so die Ami-Firmen macht der Sinn, weil die ja teilweise Sachen haben, wo sie dazu gezwungen werden können, irgendwas zu machen und dann dürfen die da nicht drüber reden und so. Aber keiner kann die, genau, aber keiner kann die dazu zwingen, den Variant Canary abzudaten. Deshalb machen die das ja quasi. Ja, dann haben wir uns irgendwann gedacht, das machen wir einfach auch. Genau, falls sich die Rechtslage mal irgendwo ändert. Aber ja, im Zweifel, falls sich die Rechtslage irgendwo ändert oder sich da irgendwas dran ändert, sind irgendwie unsere Kunden und irgendwie AFI-Partner und so, ja, die ersten, die wir darüber informieren. Also das war so ein... Ist halt auch für die Kunden aus dem amerikanischen Raum, die ja auch ganz schön zugenommen haben. Ja, genau. Also... Ich meine, damals, als der Rotterdam-Server zum Beispiel beschlagnahmt wurde, ich glaube, die erste Amtshandlung, kurz nach 5 Minuten nachdem der Server weg war im Forum zu posten, übrigens, die Polizei hat gerade den Rotterdam-Server rausgetragen, und dann irgendwie ein paar Leute anzuschreiben und zu sagen, ach übrigens hier, falls ihr da News drüber machen wollt, also eigentlich, das war jetzt irgendwie den Server schade, wegen der Werbung, die wir damit gemacht haben, aber überhaupt gar nicht so scheiße. Also muss man ja auch sagen, das ist so ein, klingt zwar witzig, aber war so ein, da hat sich die Polizei auch bei uns überhaupt gar nicht gemeldet. Da hat sich Leaseweb hat uns eine E-Mail geschrieben, wo drin stand, also die fing an mit so Geschwurbel, ja, und es tut uns schrecklich leid und ich so, was wollen die denn, ja, bla bla. Und dann der 4. Satz war, wir haben ihren Server gerade abgeschaltet. So waren 4 Sätze so Entschuldigungen für, ich wusste noch gar nicht, worum es geht. Und dann, ja, wir haben den Server gerade abgeschaltet und die Polizei trägt den jetzt raus. Wir würden ihn aber dann bis heute Abend einen neuen zur Verfügung stellen, dies, das. Dann war im Zuge, also abends konnte man dann in den Nachrichten sehen, da waren in ganz Europa irgendwelche Beschlagnahmungen in allen möglichen Rechenzentren und bei ganz vielen Leuten privat zu Hause und da war auch unser Rotterdam-Server zufällig bei. Keine Ahnung. Abends war wieder ein neuer da und ja, wir haben keine Post von der Polizei bekommen, gar keine. Also uns hat sich der Hoster hat uns Bescheid gesagt, aber sonst, ich weiß nicht, um welches Verfahren es ging, ich weiß nicht, also wissen wir alles nicht. Aber ist auch nicht so wichtig, da ist ja auch nichts drauf auf dem Server, den können die ja... Aber weil du das jetzt sagst, der Server war wieder da, heißt, also mit eigenen Server meint ihr mietet einen dedicated Server, quasi ein Stück Hardware im Rechenzentrum, ja. Ja, es ist oft eine Frage, ja. Also das ist ja so ein eigener Server, es ist auch ein virtueller Server, ein eigener Server. Ja, genau, das ist auch, was wir meinten mit den schwammigen Worten, wenn so andere VPN-Provider schreiben, eigene Server. Aber was heißt ein eigener Server? Also das ist so, alles ist dein eigener Server, wenn du in irgendeiner Weise Geld dafür bezahlst, genau. Genau, dass du dein eigenes VPN nicht auf andere Leute's Computern betreibst, ist so, ja, okay. So wie Cola. Genau, so cool, die ganzen anderen Provider-Namen kannst du alle wegpiepsen nachher, so wie Piep. Okay, wie funktioniert das jetzt, wenn ihr einen dedicated Server habt und sozusagen RAM-Disk verwendet? Ja, da ist ein CentOS meistens Basissystem drauf, wo wir alles rausstrippen, bis auf quasi den Kernel. Das heißt, da startet ein CentOS-Kernel und dann kommen wir quasi per SSH, schieben uns in eine RAM-Disk
und schieben alle unsere Sachen dahin und machen ein paar Tricks, damit wir erkennen, wenn an dem Computer rummanipuliert wird und so, wenn der plötzlich startet und hat eine neue Netzwerkkarte oder ein neues irgendwas, kriegen wir das natürlich mit. Und in dem Moment, wo man den ausschaltet quasi oder da irgendwelchen Unfug mit veranstaltet, schmeißt er die RAM-Disk weg. Und dann ist alles, was wir da jemals draufgetan haben, ist halt exakt weg. Also wenn man den Computer so ausgeschaltet in der Hand hat, ist der eine Linux-Basisinstallation ohne alles. Ihr macht das schon ziemlich lange eigentlich. Ja, das mache ich schon immer. Das war, glaube ich, die erste Amtshandlung, die ich gemacht habe. War so, nee, eigentlich habe ich keine Lust darauf, dass wenn mal so ein Server wegkommt, die dann da an meinen Daten rumhühnern können quasi. Das geht dir ja gar nichts an. Ja, genau, das war so, glaube ich, ziemlich die erste Amtshandlung war, okay, wir schieben all unseren User-Krams, schieben wir da in den Arbeitsspeicher und lassen den auch im Arbeitsspeicher, lassen den gar nicht erst die Festplatte berühren und so. Und ja, das haben wir auf die Dauer dann ein bisschen ausgebaut mit Monitoring dafür, ob sich an dem Server was geändert hat und Hardware-Monitoring und ein paar Sachen. Ja. Ja, die nächste Amtshandlung war dann wohl das Multihop, ne? Ja, genau, dass man über mehrere VPN-Provider, mehrere VPN-Server Multihopping machen kann. Genau, da hat mal irgendeiner nachgefragt, geht das eigentlich? Boah, die Antwort ist ja, geht schon, genau. Genau, also, genau, das war eine klassische so Nerd-Techniker-Herausforderung. So, geht das eigentlich? Theoretisch schon. Und ja, praktisch auch. Und ja, das ist eigentlich auch ein ganz cooles Feature, muss man sagen. Auch sehr viel Spaß mit. Und jetzt das Euro-Routing ist natürlich noch cooler. Das ist ja. Aber okay, also vielleicht nicht jeder weiß, was diese Multihop, also Kaskaden sind, ja? Ja. Was ist das? Ja, das Gute ist, man kann sich über 4 verschiedene Server, also max 4, glaube ich, Ja. Manager, ich glaube auf Linux geht sogar noch mehr, hast du gesagt. Ja, 5 gehen in irgendeinem Betriebssystem Aber aus. es wird halt dann auch immer langsamer. Aber im Prinzip ist das ein VPN-Tunnel durch VPN-Tunnel-System, sodass man einen Tunnel aufbaut zum ersten Server, durch den Server einen zweiten Tunnel zum zweiten Server und so weiter. Das hat ein bisschen Vorteil Sodass man so eine zwiebelähnliche Verschalung zum ersten Server hat, die quasi 4-mal verschlüsselt ist. Warum? Zum Beispiel, wir haben Leute, ne, die sitzen in China, die kommen nicht raus. Die kommen aber auf unseren Hongkong-Server. Aber die wollen nicht auf unseren Hongkong-Server. So, und dann connecten die zu unserem Hongkong-Server und dann machen die von da aus eine Kaskade zu irgendeinem anderen und sind dann quasi einmal verschlüsselt zu Hongkong verbunden und da drin geht der nächste Tunnel. Und das macht es natürlich immer komplizierter, ne? Wenn man jetzt auf der Leitung guckt und versucht, weiß ich nicht, vor und hinter dem Server irgendwie zu beobachten, wo der Traffic herkommt und so. Da wird Tunnel im Tunnel im Tunnel natürlich zunehmend komplizierter, weil vor allen Dingen auch den Traffic, der zwischen den Servern läuft, den packen wir nochmal in den Tunnel ein. Also wenn jetzt 10 User Cascading benutzen, zwischen 2, dann haben die alle ihre eigene Verschlüsselung zweimal und unsere noch außen drum für all die Daten. Also das macht einfach, ja, das ist ein bisschen für die User, die in Ländern sitzen, wo sie nicht an die Länder kommen, wo sie eigentlich hinwollen. Und für uns ist es technisch nett, weil wir dadurch noch wirrere Traffic-Pattern erzeugen, die noch komplizierter auszuwerten sind, wo dann, ja, es wird zunehmend schwierig, glaube ich, bei unseren Servern rauszufinden, welches Paket reingeht und welches passende dazu wieder rausgeht, weil die dann verschlüsselt zu irgendwelchen anderen Servern von uns gehen und so weiter und so weiter. Also es ist so eine nette Kombination. Wenn man dann noch Server wählt in Ländern, wo man sich vorstellen kann, dass sie absolut nicht miteinander Genau. kooperieren, wird das natürlich alles noch schwieriger, das live abzuschneiden. Genau, von Hongkong nach Amerika und wieder nach Moskau raus, bis die 3 sich dann geeinigt haben quasi. Da vergeht ein bisschen Zeit. Empfiehlst du, Kaskaden zu verwenden? Also wie man lustig jetzt reden wir mal von deutschsprachigen Benutzern. Das heißt, die sitzen in Österreich, Die Deutschland, normalen Schweiz. deutschen Benutzer brauchen das nicht. Die brauchen das, wenn die da Lust drauf haben, brauchen die das aus Spaß, so mit haha, habe ich cool gemacht, bin ich jetzt, also wer da aus nerdmäßigem Spaß Lust drauf hat, kann das machen. Empfehlen tun wir aber nur den Leuten, die es wirklich brauchen. Also es ist so ein, das ist ein nettes Feature, wenn du es nicht brauchst, dann lass es auch aus. So, wir haben auch so Kunden, die klicken erstmal alle Features an, so brauche ich. Nee, in Wirklichkeit natürlich nicht. Funktioniert ja auch so ganz schön gut und ist auch so ganz schön sicher. Aber ja, wenn du nicht in das Land kommst, direkt wo du hin möchtest, nimm die Kaskadierung. Wenn du es irgendwie aus Spaß doppelt so sicher haben willst oder doppelt so verschlüsselt, kann man es auch machen, weil es ja nichts schadet. Aber natürlich, wenn man es, keine Ahnung, so 4 Hops oder so macht, quer um die Welt, da wird das Internet ja auch nicht schneller von, erwartungsgemäß. So, wir können das Internet nicht schneller zaubern, so. Wir können höchstens verhindern, dass es viel, viel langsamer wird.
Das muss einem klar sein. Streaming Ja. kann man dann... Genau, also es wird nicht besser, wenn man sich dreimal allein schon, weil ja dann irgendwie eine halbe Sekunde vergeht. Das ist irgendwie, weiß ich nicht, wenn man jetzt von China in die USA wieder nach Russland und sonst wo, dann ist ja allein wegen der Lichtgeschwindigkeit vergeht ja dann eine halbe Sekunde, bis man irgendwie eine Antwort vom Internet bekommt. Was natürlich auch lustig ist. aber wenn man da Lust zu hat, ja. dann ist das witzig. Aber so ein Quatsch empfehlen wir auch Leuten. Das ist halt auch, diese ganzen coolen Features, die wir haben, empfehlen wir den normalen Kunden ja auch gar nicht so mit, ja, das musst du unbedingt einschalten. Das ist so ein, ey, hier, wir haben auch noch 10 andere geile Sachen, die kannst du einschalten, wenn du die brauchst, aber sonst erfreu dich einfach daran, dass die da sind und benutzt die nicht. Also das ist so, da wollen wir die Leute... Mit dem Neurorouting, dass wir ganz viele Anfragen hatten, dass so, warum wird immer diese eine IP angezeigt, Ja. obwohl ich eigentlich in ein ganz anderes Land Ja, genau. angemeldet bin. Ja, weil der Server da steht, Ja, genau, das haben die Leute alle dieses KI-Routing, was wir gebaut haben. Das ist ja die Steigerung von dem Cascading. Da hat vor ein paar Jahren, haben alle was mit KI gemacht. Und dann haben wir gewitzelt mit, ja, wir müssen auch was mit KI machen. Das war erst ein kurzer Witz. Und dann hieß es, ja, saug dir mal irgendwas aus den Fingern mit KI. Wir können nichts mit KI machen. Wir sind ein VPN-Provider. Wir haben keine KI. Dann mit Blockchain, genau. Die Alternative war, ich hätte mir was mit Blockchain ausdenken können. Also das Feature ist wirklich die Entstehungsgeschichte von diesem Feature. Wir haben gelacht und Witze gemacht darüber. Eigentlich müssten wir wie die ganzen anderen coolen Kinder auch irgendwas mit entweder Blockchain oder KI machen. Dann irgendwann ist mir eingefallen, wir können dann tatsächlich einen sinnvollen Anwendungsfall für KI, der tatsächlich nicht mal Bullshit ist. Also da bin ich ja total stolz drauf, dass es nicht mal Schwachsinn ist. Du redest jetzt von Neurorouting. Neurorouting, genau. Wir pingen im Wesentlichen, also wir monitoren von allen Servern aus das ganze Internet die ganze Zeit und wissen quasi ungefähr, wie weit welche Teile vom Internet von welchen Servern weg sind. Und wenn sich dann irgendeiner zu, weiß ich nicht, einem Server in Deutschland zum Beispiel verbindet und hat Neurorouting an, dann schicken wir jedes Paket, wenn eine Seite in China zum Beispiel aufruft, eine Internetseite, dann wissen wir, okay, die Zielseite ist in der Nähe von unserem Hongkong-Server und dann schicken wir dem seinen Traffic von da, wo er verbunden ist, verschlüsselt zu dem Hongkong-Server und da raus. Die Idee ist so ein bisschen, dass quasi die Flugzeit im normalen Internet reduziert. Also die Zeit, die irgendwelche Datenpakete in diesem normalen Internet und nicht in unseren verschlüsselten Tunneln verbringen, reduzieren wir dadurch. Wir wissen quasi, wo die ganzen Internetseiten und alle anderen Server, wie die im Verhältnis zu unseren Servern stehen und können die Leute dann immer möglichst nah an ihr Land schicken. Also wenn man, weiß ich nicht, im Idealfall landet man im selben Rechenzentrum. Wenn man jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, eine von den normalen, größeren europäischen Webseiten, die ganz oft in Amsterdam oder so gehostet werden, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass man an unserem Server im selben Rechenzentrum rauskommt und dass die Daten quasi gar nicht durch ein normales Internetkabel erst gehen, sondern komplett verschlüsselt durch unseren Krams bis zu dem Server und dann nur noch durch ein Stück LAN-Kabel, die ist ganz schön hoch. Und das ist nett, weil dann kann man nämlich so Sachen machen, wie es gibt ja diese ganzen Check-IP-Seiten, wo man seine eigene IP angucken kann. Wenn 10 von denen aufmacht, zeigen die einem 10 verschiedene Adressen an, weil die ja jeweils irgendwo anders sind und die sehen jeweils einen anderen Server, weil der halt immer der Server, der am nächsten an der Check-IP-Seite dran ist, die dann aufruft. Aber ja, am Anfang haben die Leute alle dieses Feature eingeschaltet und uns dann eine E-Mail geschrieben, warum Check-IP nicht mehr funktioniert. Weil dann, wenn die dann auf unsere Check-IP-Seite gehen, sehen die halt irgendwie Amsterdam 3 oder so, weil der zufällig in der Nähe von dem Check-IP-Server ist. Egal welchen Server ich wechsle, ich sehe immer Amsterdam 3. Ja, weil du Neurorouting eingeschaltet hast. Kann man übrigens, wir haben auf unserer Seite, wir haben eine Seite gemacht, da haben wir 10 verschiedene, es ist gar nicht so einfach, 10 verschiedene zu finden, die in unterschiedlichen Ländern sind. Ja. Ja. Und die haben wir alle mit iFrames eingebunden. Ah, nice. Ja, genau. Wenn du da mit Neurorouting drauf gehst, genau, dann siehst du einfach 10 verschiedene IPs. 10 verschiedene IP-Adressen, genau. Das ist mega cool. Das finde ich ein total tolles Feature. Auf unserer Seite verlinken wir im Video. Ja, genau. Das macht mir so ein, also manchmal hat man sich ja in seinen eigenen Features satt gesehen, aber manchmal kann man sich auch da total drüber freuen, dass man irgendwas Cooles gebaut hat. Und wie gesagt, die Idee war tatsächlich so eine Spaßidee mit, ja, wir müssen auch irgendwas mit VPN, mit KI machen. Und ja, dann haben wir es mit KI gemacht. Und das ist komplett sinnvoll und cool. Naja. Ja, ähnlich wie Trackstop, ne? Da hat es auch eine Zeit gedauert, bis die Leute geschnallt haben, dass YouTube nicht mehr funktioniert, wenn sie einen Google-Filter Ja, das ist cool. Die Leute haben immer in Trackstop, stimmt, Google-Blockade eingeschaltet und sich dann gewundert, YouTube geht nicht mehr,
Blogger geht nicht mehr. Ich habe nur Google Die ausgeschaltet. Hälfte der Webseiten geht nicht mehr, weil irgendwie Recaptcha oder irgendwelche JavaScript-Libraries eingebunden sind. Also ja, das ist ein sehr schönes Experiment. Wer mal wissen will, wie das Internet ohne Google aussieht, kann einfach den Google-Filter einschalten. Das blockt einfach irgendwie, was weiß ich, ein paar tausend Google-IPs weg. Das heißt, man kommt dann gar nicht mehr auf all deren Produkte. Dann ist das Internet sehr, sehr unfunktional manchmal. Also dann JavaScript-Libraries laden nicht, Schriftarten laden nicht, Captchas laden nicht. Puh, also... Aber es gibt welche, die schaffen das. Ja. Letzte Woche hat wieder einer auf Twitter sich mega bedankt, dass sie jetzt endlich Google-frei ist. Ja. Und, man muss sagen, ich kann das sagen, fast 10% unserer User haben den Google-Filter an, was ich total erschreckend finde, muss ich sagen. Ich hätte damit gerechnet, wo wir den eingebaut haben, dachte ich so, ja okay, den bauen wir aus Spaß ein, den wird sich so 1% oder 0,1% der Hardcore-Freaks, die können sich das einschalten. Aber nee, immerhin jeder Zehnte hat angewählt, nein, ich möchte gar keinen Kontakt zu Google. Und das funktioniert, also die sind ja trotzdem im Internet unterwegs, also scheint ja so, irgendwie funktioniert er dann doch schon. Aber wenn man das erste Mal macht, ist so, hupsi, Google kontrolliert das halbe Internet. Naja, wie du sagst, Schriftdaten auf verschiedensten Webseiten, alle möglichen Sachen, ja. Nicht mehr vielleicht. Ja. Ja. ja, ist ein bisschen witzig, weil wir auch Google nutzen, zum Beispiel für die Werbung. Ja. Aber diese Kunden erreichen wir dann nicht. Ja. Das ist ja auch gut so. Haben wir schon Witze darüber gemacht, das ist ein super Geschäftsmodell quasi. Hier, du kannst bei uns quasi einen Trackstop kaufen, der dich vor Google schützt, und wenn nicht, dann verfolgen wir dich mit Google durchs Internet. Ja, Google. Ob ich das überleben werde. Also ob ich, wenn ich älter bin, ob es das immer noch geben wird. Ja, ich bin gespannt. Ja, AT&T und andere anderen waren auch mal groß, da redet auch keiner mehr von. Ich denke mal, die werden irgendwann mal zerschlagen, hoffentlich. Und dann können die sich erstmal von ihr Werbegeschäft von ihrer Suchmaschine trennen und von YouTube trennen und so. Das wäre vielleicht gut, nicht so YouTube schlecht. und das muss man sowieso eigentlich weggeben. Erstmal müssen wir Alphabet zerschlagen, ne? Ich glaube, wir haben heute, wie ich zu euch gekommen bin, mittags, eines der ersten Dinge war auch irgendwie mit, was ist, wenn jemand in Facebook geblockt wird oder bei YouTube und so weiter. Und ich meine, das passiert Präsidenten, dass die da rausgelöscht werden. Und das Aber geht nicht schon, den Taliban. Die ja, Taliban sind auf Twitter und sind sehr aktiv. aber das ist eben, ja, wir müssen aufpassen, dass wir nicht in Zukunft den manchen Medien zu viel Macht geben. Also haben wir schon getan. Ja, haben wir schon, ist schon passiert. So, jetzt müssen wir alles ein bisschen zurückrollen, genau. Aber Gott sei Dank müssen Politiker eben das auch, also die merken das ja auch, Ja. dass sie selbst stumm geschaltet werden können. Ja, das ist auch das einzig Gute daran. Möglichst vielen Politikern das Maul verbieten quasi. Dann regen die sich da drüber auf und dann ändern sich auch irgendwann die Regulierungen. Genau. Also wenn die das nicht selber betrifft, passiert ja quasi nichts. Ja, die haben auch absolut zur Spaltung der Gesellschaft beigetragen. Ne? Also allein schon die Blockieren- und Meldefunktionen, die sie da eingeführt haben, ist schon so ein Denunziantenwerkzeug geworden. Ja. Social Media. Na gut, aber wir leben, das ist meine nächste Frage, also wenn jemand, ich habe da meine Fragen aufgeschrieben, weil sonst merke ich mir nicht alles. Ja, aber ja, normal. Ein bisschen einen Faden haben. Europa wächst ja immer mehr zusammen. Also ich bin ja jetzt ein Österreicher, ich bin auch hergefahren, da war nicht mal eine Grenze, ich bin über die Tschechei gefahren, auch da war keine Grenze. Okay, es gibt heute schon wieder Kontrolle, aber die größte Kontrolle ist eigentlich im Hotel, ob mein PCR-Test nicht älter als 48 Stunden ist. Ja. Ich meine, wir haben heute mal kurz drüber geredet und ich weiß, dass Perfect Privacy jetzt nicht für, wie soll ich sagen, ihr seid kein Anbieter, der verspricht, dass Netflix gehen wird im Ausland. Ja? Nee, genau. Aber Streaming, also diese Thematik darum, ich sitze in Belgien und könnte deutschen Inhalt anschauen. Warum interessiert Ich meine, genau, das ist so ein. Ich war im Urlaub und das hat funktioniert. Ich konnte auf jeden Fall Fußball gucken. Ja, das sind so mehrere Sachen. Das ist so ein. Die Öffentlich-Rechtlichen haben nicht so eine riesige Motivation, jetzt die Leute auszusperren und ein paar andere auch nicht. Oder ist das hier Zato, ist doch auch irgend so ein Fernsehanbieter, den Leute gucken und so, genau. Genau, mit Zato habe ich das gemacht. Genau. Das funktioniert. Wir machen da keine Werbung mit, weil wir nicht garantieren wollen. Also das ist so ein. Entschuldige, Zato Deutschland oder Schweiz?
Zattoo Deutschland habe ich benutzt. Weil mein Tipp, verwendet Zattoo Schweiz, müsst aber das Zattoo-Konto auch in der Schweiz, also machen mit Schweizer IP-Adresse, dann seht ihr nämlich alle Programme. Ja, genau, das machen Kunden von uns. Das machen die Kunden von uns. Deshalb wollten die das ja benutzen. Deshalb haben wir die Schweizer Server, weil die nämlich sich in der Schweiz bei Zattoo anmelden und dann, genau, dafür benutzen die hauptsächlich unsere Schweizer Server. Genau, das ist so ein, Netflix ist so ein Spezialfall, so ein bisschen, ne? Weil die haben ja eine richtige Motivation, also die haben eine Abteilung, die sich darum kümmert, VPNs auszusperren quasi, weil die wegen sehr teuren Lizenzen und so, ich glaube, ein bisschen Stress mit den Filmstudios haben und so. Das ist ein bisschen eine andere Nummer bei hier, weiß ich nicht, öffentlich-rechtlichen und den kleineren europäischen Anbietern und so. Wir wollen da eigentlich nicht so richtig Werbung mitmachen. Also, sagen wir mal so, meistens funktioniert das, aber da kommt genau der Knackpunkt. Das funktioniert meistens. Und wenn das mal nicht funktioniert, dann können wir da auch nichts für. Dann hat irgendein Anbieter, hat uns dann ausgesperrt und dann ist Pech. Deshalb wollen wir da eigentlich vorher keine Werbung mitmachen, wo die Leute dann kommen, oh cool, kann ich das ein Jahr lang benutzen und dann nach 3 Monaten, weiß ich nicht, sperrt Netflix uns oder irgendein anderer Markt uns nicht und schmeißt mal die VPN-Anbieter raus und dann haben wir eine Ladung. Naja, wir wollen ja auch schon rein rechtlich keine Werbung für machen, weil es ja schon seine Gründe haben wird, dass es diese Grenzen im Internet gibt. Ja, bei Netflix ist so ein, Netflix macht dann irgendwann Stress auf Zahlungsanbieter, PayPal mag das auch überhaupt nicht, wenn man Werbung mit so Sachen macht und so. Deshalb, und das ist so ein, da das ja außerhalb unserer Kontrolle nicht immer 100% funktioniert, wenn einer danach fragt, sagen wir immer, ey, ja, vielleicht probier es aus, hier hast du einen Testaccount. Und wenn es nicht geht, haben die Pech so. Aber dadurch, dass wir keine Werbung damit machen, habe ich auch jetzt kein schlechtes Gewissen, wenn morgen auf irgendwelchen Servern kein Netflix mehr geht oder bla bla bla. Das ist so, ja, sorry. Aber ja, die Anbieter, die da super fett mit Werbung mitmachen, hier Netflix gucken, finde ich ein bisschen unseriös, muss ich sagen. Wenn wir das machen, kriegen wir Ärger mit PayPal oder mit Google oder mit allen möglichen anderen. Das ist nur so die Frage, warum manche Anbieter diesen Ärger eigentlich nicht kriegen. Ja, ja, die genau. einen sind gleicher als die anderen. Ja, genau. Da kennt halt einer den anderen. Ja, genau, Ja, das denke ich manchmal auch. Ich denke mal, wenn jetzt einfach 30 Millionen Dollar jedes Monat über PayPal laufen, dann hat PayPal, wenn sie überall mitverdienen, auch eine ganz andere Motivation. Ja, das stimmt. Und werden vielleicht über Kleinigkeiten auch drüber hinwegsehen. Ja, das glaube ich manchmal auch. Sind nicht groß genug, um bei den coolen Kindern mitzuspielen. Wir haben häufiger, also wir befragen unsere Leser auch häufiger, welchen Anbieter sie verwenden und mit welchen sie zufrieden sind und welchen nicht. Ich weiß, Perfect Privacy vor einigen Jahren war nicht von der Kundenzufriedenheit, sondern von der Zufriedenheit bei der Installation und beim Handling eigentlich nicht wirklich hervorragend. Ja. Der Grund ist auch, weil eure Apps oder Anwendungen, die ihr habt, halt einfach nicht wunderschön sind. Ne? Ja. Warum nicht? Warum sind die nicht wunderschön? Ach, wir sind Techniker und nicht so richtig Interface-Designer, muss ich ehrlich sagen. So, ich kann dir den Teil daran erzählen, der wunderschön ist, nämlich der entscheidende. Da hat die Kamera gepiepst. Red weiter. Der wunderschöne Teil steckt da drin, der das auch kompliziert macht. Der steckt zum Beispiel in der Windows-Software, in dem Firewalling, wo ich mir ganz schön sicher bin und quasi meine Hand ins Feuer legen würde, dass da nicht einfach so irgendwelche Pakete am VPN vorbeigehen. Aber dafür muss man ganz schön weit in die Windows-Firewall eingreifen und muss ganz schön viele Sachen machen. Und die gehen dann, je nachdem wie verbaselt die Computer sind und wie lange die Leute schon da komische Sachen basteln, sagen wir mal, gehen die auch manchmal schief. Deshalb kann ich dir sagen, wir haben ein höheres Supportaufkommen bei der Erstinstallation als die anderen VPN-Provider. Einfach, weil wir auf dem Computer die ganzen Features alle benutzen, so, und dann ist so, wenn die Firewall nicht startet und irgendeine Fehlermeldung macht, weil, weiß ich nicht, ich mit der Windows-API nicht mehr durch die Netzwerkgeräte iterieren kann, weil mal irgendwann vor 5 Jahren irgendeine VMware-Installation kaputt gemacht hat auf irgendeinem Computer, dann ist so, okay, dann müssen die Leute sich zwar einmal bei uns melden, aber wenn das dann geht, haben die auch eine vernünftige Firewall, wo nicht irgendwelche Pakete dran vorbeigehen, wenn mal, weiß ich nicht, irgendein Bug in dem Windows ist oder irgendwie die Verbindung zusammenbricht oder irgendwas Komisches passiert, haben wir das, glaube ich, auf 3 Ebenen inzwischen, verhindern wir, dass da Pakete irgendwie falsch rausfallen können. Das ist der schöne Teil und der führt aber leider auch dazu, dass man halt mehr Probleme bei der Erstinstallation hat einfach, weil man jedes ein bisschen verbastelte Windows findet.
wo halt mal irgendwie, weiß ich nicht, einer der Netzwerkadapter, die Leute haben sich vor 10 Jahren oder vor 5 haben sie irgendeine USB-Netzwerkkarte gehabt und die hat einen Treiber installiert und den kann man aber plötzlich nicht mehr abrufen. Und wenn wir dann versuchen, die Firewall zu setzen, geht das mit einer der Netzwerkkarten nicht. Und dann so, was macht man denn dann? Verschweigt man das dann? Ist ja auch blöd, ne? Alle anderen Programme verschweigen das und machen einfach so weiter, ne? Aber da wir das nicht verschweigen und dann irgendeine Fehlermeldung anzeigen mit, leider konnten wir hier auf dem und dem Netzwerkinterface unter den und den Bedingungen deine Firewall nicht ordentlich machen, ja, kommen einfach mehr User in der Erstinstallation, die einmal ein Problem haben. Aber das fixen wir dann meistens relativ stressfrei. Also das ist dann, meistens müssen die dann einmal ihre Windows-Firewall resetten oder so ein Krams, weil da mal irgendwann in den letzten 10 Jahren irgendein Windows-Update was kaputt gemacht hat. Und dann geht's wieder. Und dann haben die aber auch einen ordentlichen Client, der wirklich auf die aufpasst. Also so, ja, das ist nicht schlecht. Also ich benutze den auch, ne? Und das ist so mein persönlicher Anspruch, genau. Der Witz dabei. Eigentlich startet man das Internet läuft und dann ist man geschützt. Dass der Client dann aussieht wie Windows 98, spielt dabei eigentlich eine untergeordnete Rolle. Ich meine, die Firewall ist immerhin so gut, dass die letzten paar Male, wenn irgendwelche VPN-Leaks waren, ne, wir jedes Mal da drauf geguckt haben und gesagt haben, ey, müssen wir uns gar keinen Stress machen. Unser Client hat auf mehreren Ebenen verhindert er das schon automatisch. So, weil, und das, ja, das ist nicht so schlecht. Aber dafür muss man halt auch tatsächlich einen Sack Firewall-Krams machen und ins Routing eingreifen und in den Namensserver eingreifen und. Und dann deckt man quasi jeden kleinen Mist, den die Leute in ihrem Windows irgendwann verbastelt haben, auf. Ja. Eine Frage, die, die Leser gestellt haben, die gewusst haben, dass wir uns heute treffen. Und zwar, warum habt ihr keine iOS-App? Ja, wünschen sich viele. Das ist eigentlich ganz einfach zu beantworten. Da wir ja diesen Werbeblocker Trackstop haben, ist es so, dass Apple keine externen Werbeblocker bei sich im App Store duldet. Das ist das eine. Und die wollen halt auch In-App-Payment auf Zwang. Das heißt, wir müssten entweder für die iOS-App die Preise um 30% erhöhen oder 30% verlieren. Ja, das sind so eine der beiden Gründe, warum wir uns dagegen entschieden haben. Ja, das ist hauptsächlich also richtig, ich meine, dieses In-App-Payment konnte man zur Not noch machen, dann schluckt man das halt, bla bla, ne? Aber die lassen uns da echt nicht rein, weil wir halt dieses Trackstop haben und das ist ein globaler Werbefilter, der natürlich, wenn man das installiert hat, es gibt eine Anleitung, das sind 2 Schritte, das ist super simpel, das ist jetzt nicht irgendwie, man braucht fürs iOS nicht eine App, es gibt eine fertige Config-Datei, da klickt man einmal drauf, das ist so ein, das ist wie oft man klicken muss, ist das exakt genauso, wie wenn man die App quasi benutzt. Und das Beste ist, man hat dann ja den Werbeblocker. Genau, und dann hat man einen globalen Werbeblocker, der auch aus sämtlichen anderen Apps quasi die Werbung raussucht. Und das erlaubt Apple nicht. Also die darf es nicht von einem Programm aufs andere irgendwelche Änderungen machen. Und da das durch diese DNS-Werbeblocker ja passiert, ja, haben die uns schon diverse Male gesagt, nein, danke. Eine andere Frage, die mir Leser auch gestellt haben gestern. Früher haben die immer mit Bargeld bei euch bezahlt. Ja. Warum nehmt ihr denn kein Bargeld mehr? Weil es zu verrückt geworden ist. Weil uns Leute Postkarten geschickt haben, wo Geldscheine reingenäht waren und irgendwelche Pakete, wo eine Tonne Füllmaterial und dann 2 Geldscheine drin waren und so. Also da waren zu viele Leute, die ihren Agentenfilm ausgelebt haben und uns Bargeld geschickt haben. Da war so, ey. Oder volle Socken mit Münzen. Ja, genau, eine Socke mit Münzen und so, genau. Das war das, da haben wir irgendwann gesagt, ey, das artet zu sehr aus. Das ist jedes Mal zwar lustig, aber das wird zu sehr spionagefilmmäßig so. Und eigentlich wollen wir ganz normales, also das kam uns zu James Bond-mäßig vor. Und es ist ja eigentlich auch nicht notwendig. Also, ja. Wenn du mit einem VPN-Provider verbunden bist, dann sieht dein Internetanbieter das. Also, ja, genau, das VPN zu bezahlen ist nicht das Problem. Irgendwo dein ISP bezahlt oder dein Handy, das ist mit der Telefonnummer verknüpft. Also, ja, das ist ich meine, so viele Leute haben das auch nicht gemacht. Das war ein nettes Gimmick und so. Aber durch diese Ausarterei und den Agentenfilm, den manche Leute geschoben haben, haben wir dann gesagt, nee, komm. Wir hatten das Gefühl, wir nutzen damit irgendwie Paranoide aus. So, das war zu... Nee, ich kann das ja verstehen. Ich habe diese Diskussion häufig mit Lesern, die sagen,
es bringt doch etwas, wenn man anonym bezahlt. Ja, und zwar natürlich, ich verstehe das auch, manche sagen natürlich, ich möchte keine Kreditkarten, kein PayPal verwenden. Ich habe keine Möglichkeit, um Bitcoin zu kaufen. Das ist ja auch, wird auch immer wieder schwieriger zum Teil. Und die sagen jetzt so, und jetzt habe ich da keinen Weg, keine Möglichkeit, irgendwie Kunde zu werden. Ja, das ist die verstehe ich. Ja. Es gibt auch noch welche, die sagen, ja, wenn man mich überwacht oder wenn man auf meine E-Mails zugreifen kann, dann würde man sehen, dass ich die Online-Zahlung gemacht habe oder meine Bank würde es wissen oder irgendjemand, und das möchte ich halt einfach nicht. Ich muss sagen, ich kann es auch nicht nachvollziehen, weil wie gesagt, das eine, was ich mir gekauft habe, hat mit dem anderen nichts zu tun. Ja. Außerdem gibt es natürlich auch, dass man das aus prinzipiellen Erwägungen macht, kann ich verstehen. Dass man sagt, das geht dir aus Prinzip nichts an. Ja, kann ich verstehen. Ich mache auch ganz viele Sachen einfach aus Prinzip. Das ist so, auch wenn man da komplett logisch drüber nachdenkt, nicht so kompletten Sinn hat. Also ich kann zum Beispiel alle Leute verstehen, die alles mit Bargeld bezahlen, aber online das mit Bargeld bezahlen ist dann doch sehr außergewöhnlich und geht irgendwie, ist blöd. Aber Leute, die in einem Geschäft alles mit Bargeld bezahlen und sagen, ich möchte keine Kreditkarte und so, ich bezahle das bar, bin ich komplett für, genau. Geht gar keinem was an, was man gekauft hat eigentlich. Mach ich auch so. Ich mach das, ja, ich bezahle alles. Bezahle ich bar. Genau, nur Bares ist Wahres. Ich bezahle auch was mit Bargeld, genau. Das grundsätzlichen Prinzipien, weil man ja auch möchte. Vielleicht führen wir das mal irgendwann als Weihnachtsgag wieder ein oder so. Wie soll es dann in Zukunft laufen mit, also jetzt online geht das halt schwierig, wie du jetzt sagst, ne? Also Kreditkarten, PayPal, das sind die Sachen, oder man hat halt Bitcoin oder irgendwelche anderen. Ja. Da hat sich übrigens jemand auch noch aufgeregt, nicht aufgeregt, Entschuldigung, das sind Fragen, ja, die wir einfach bekommen. Also genau. Aber zumindest eine Frage, die ein bisschen so formuliert war wie eine Vorhaltung, und zwar, wieso sind denn da so wahnsinnig teure Gebühren bei Bitcoin? Ja, das sind die Transaktionsgebühren, die sind halt... Also genau, Bitcoin-Transaktionsgebühren kosten Geld. Was soll man dazu sagen? Ja, Transaktionsgebühren kosten Geld, wie unspektakulär. Genau. Ja, die sind bei Bitcoin halt hoch. Ja. Vor allem, wenn man es gleich schnell bezahlen muss und das Geld schnell ankommen soll. Ja, so. Genau. Aber ihr habt glaube ich, die Möglichkeit, es spielt ja keine Rolle, wie schnell das ankommt, oder? Ja, ich glaube, wie war das? Ich hab's vergessen. Nach irgendeiner Zeit fliegen diese Dinger auch raus. Also man muss schon irgendwas machen und irgendeine Fee draufhauen, damit die Transaktion überhaupt ankommt. Weil sonst fällt man irgendwann hinten raus und die Transaktion geht gar nicht erst durch so. Aber kriegst du die Bitcoin direkt oder gehen die irgendwie an einen Händler, der euch das dann sagt? Oder die gehen durch einen Zahlungsanbieter und landen dann aber in Bitcoin bei uns. Ja. Aber theoretisch könnte man ja hingehen und Monero komplett anonym kaufen, mit den Moneros dann Bitcoin kaufen und dann mit den Bitcoins von der externen Wallet bei uns einzahlen. Das sehe ich aber auch nur so. Also, wenn man das unbedingt möchte, gibt es da Möglichkeiten. Dieses mit anonym bezahlen sehe ich auch so ein, technisch gesehen macht das keinen Sinn. Das ist, wenn man sagt, okay, aus prinzipiellen Erwägungen unterstütze ich das komplett, ne? Aber jetzt so, wer denkt, der macht das aus technischen Gründen, dem können wir hier den Zahn ziehen. Nee, machen die nicht. Die machen das, ist zwar cool und so, aber Sinn macht keinen. Warum? Ja, weil ja trotzdem jemand, der wissen will, ob man jetzt irgendwie Perfect Privacy benutzt, der kann auch einfach beim Internetprovider anfragen, ob die irgendeine Verbindung zu irgendeinem unserer VPN-Server haben, und dann haben die uns schon bezahlt. Also das ist so ein, wenn halt jemand wissen möchte, braucht der nicht auf die Zahlungsinformationen zu gucken quasi. Also wie gesagt, wenn man sagt, grundsätzlich geht es keinen an, was ich kaufe, und man deshalb auch im Geschäft mit Bargeld bezahlt, unterstützt das komplett. Das ist komplett sinnvoll, aus prinzipiellen Erwägungen solche Sachen zu machen. Aber jetzt, wenn man sagt, oh, ich will aber jetzt da anonymer quasi sein oder möchte irgendeine Art von Tracking verhindern oder bla bla bla, tut man damit nicht so richtig. Und da sind wir auch, glaube ich, relativ ehrlich ja auch immer zu den Kunden, ne? Also so ist ja auch im Forum, schreiben wir den Leuten ja auch, was Bullshit ist und was nicht, so, und naja. Ist natürlich dann manchmal, es war natürlich dann manchmal, wenn die Leute da ihr wunderschönes Setup quasi ausgebreitet haben und der Erstbeste, so manchmal müssen wir schon gar nicht mehr schreiben, das ist Bullshit, sondern unsere Kunden belehren die anderen Kunden quasi. Ja, es kommt halt immer wieder auf, ja. Ja, genau, die Diskussion auch. Das ist, ja, das muss alle 3 Jahre oder 4 muss man das ja auch mit einer neuen Generation von Kunden besprechen. Das ist ja, die wachsen ja auch nach, ne? Das ist ja die. Und haben dann irgendwann dieselbe Überlegung und so weiter, genau. Ja. Also. Genau, das wiederholt sich. Aber wie du richtig sagst, also es braucht niemand, auch nicht die Polizei, jetzt bei einer Bank nachfragen, was ohnehin
trotz aufgeweichten Datenschutzes bei Banken viel komplizierter ist, als beim Internetanbieter anrufen und sagen, wohin hat er denn Verbindungen und dann einfach einen Perfect Privacy Server zu sehen. Und ja, genau. Ja, genau, das ist noch zusätzlich. Genau. Die Bank, die möchte auf jeden Fall einen richterlichen Beschluss haben. Der Internetanbieter, also je nachdem, wer der ist, wahrscheinlich eher nicht. Der gibt das einfach informell raus. Genau. Ich glaube, die kriegen da doch so aus Höflichkeit am Telefon. Na gut, das ist. Ich meine, wir sind ja auch höflich am Telefon zu denen, ne? Das ist halt nicht so. Die kriegen von uns halt nichts, also beziehungsweise alles, was wir haben. Anständig, dass wir die Leute, die das halt aus prinzipiellen Gründen, also wenn es jemand so etwas aus prinzipiellen Gründen tut, ja, bitte, perfekt, ja. Ich kann aber auch verstehen, euch aus prinzipiellen Gründen, dass ihr nicht irgendwelche Socken mit Kleingeld bekommen wollt, ja. Ja, das war irgendwann halt, war das zu krass und dann haben wir gesagt, ey, lass das mal beenden. Oder es wird verloren. Ja, genau, das ist der nächste Knackpunkt, dass die Leute uns aus sonst wo in der Welt Geld schicken und dann kommt 3 Wochen oder 6 Wochen später, das dauert ja auch manchmal lange, ne? Dann ist die Post ja 6 Wochen unterwegs oder so Sachen, ne? Aus irgendwelchen Drittweltländern und sonst wo und dann, genau, dann kommt irgendwann eine Mail, ich habe euch vor 6 Wochen $120 geschickt, sind die eigentlich angekommen? Ey, nee, hast du eine Tracking-Nummer? Nee, war eine Postkarte und den Geldschein habe ich da eingenäht. Ja, wie soll man, also wie will man denn so einen Kunden glücklich machen? So, das ist schwierig. Ja. Ja, wir werden sehen, ob es bald, aber ich glaube mal, das ist ein Thema, was es in ein paar Jahren mit mehr Blockchain, bringen wir das Wort nochmal rein. Ja, ja genau, mehr Klicks Download. Blockchain. Das noch 2-3 Mal sagen, damit YouTube-Algorithmus das mitkriegt. Blockchain, KI. Nein, aber wenn wir, also ich glaube mal, es wird mehr und mehr normal sein, dass wir digitale Zahlungswege haben und das wird sicher nicht bei PayPal-Kreditkarten alleine enden. Also das wird immer die Masse sein, klar, so wie es immer Zahlungsmittel gibt, die dominanter sind als andere, aber die wechseln sich auch dominanterweise immer wieder ab oder regelmäßigerweise. Also muss man relativ sehen. Wie wichtig ist der Kundenservice für euch? Ich muss dazu sagen, ich verfolge euer Forum. Ich glaube, ich heiße dort MyWebSlab oder SwebSlab oder so. Kann sein, ja. Das haben wir uns schon gedacht, ja. Aber wie wichtig ist Kundenservice für euer Produkt, für eure Marke? Ja, schon nicht so unwichtig auf jeden Fall. Speziell, was ich eben meinte mit, wir wissen ja, dass die Leute beim Ersteinrichten eine höhere Problemquote haben als bei anderen VPN-Providern. Das ist einfach so, wenn man mehr Firewall, mehr Probleme. So. Deshalb haben wir eigentlich einen ganz guten Kundenservice. Also ich meine, in dem Forum, da gehen manchmal Sachen unter, ne? Da schreiben manchmal Leute wirren Krams, man guckt da drauf, das ist so lang und ist so, da ist zwar auch eine entscheidende Frage drin, aber der Rest ist wirrer Krams und so, also da sagen wir immer, okay, das ist Community Support, aber wenn die Leute uns eine E-Mail schreiben oder so, dann kriegen wir auch meistens eine sehr qualifizierte Antwort. Also ich wüsste jetzt keine Kunden, bei denen das langfristig irgendwie nicht läuft. So, wenn die mal irgendwelche Probleme haben, kriegen wir das meistens gefixt. So. Ja, dafür haben wir das Ticketsystem. Also wenn jemand ein Problem hat, dann kann ja, genau, wenn man ein richtiges Problem hat, ein Ticket machen, genau. Das Forum ist ja wirklich. Bei ein paar Sachen kann man halt nicht so richtig helfen. Das schicken mir die Leute manchmal vom Support ins Forum. Das ist dann halt diese Leute, ich habe einen Blabla-Spezialrouter. Können wir mal die Configs sagen? Also, nee, leider nicht, den kann man in unserem Land nicht mal kaufen. Aber frag mal im Forum so und die fragen dann im Forum und kriegen da auch manchmal ganz nette Unterstützung so. Aber ja, der Support ist schon relativ wichtig, speziell wenn man ein bisschen komplizierteres Produkt hat, wo man eventuell die Leute einmal in die Hand nehmen muss oder den Leuten ein bisschen einmal einen Zahn ziehen muss. So mit du musst ja gar nicht alles einschalten, das ist zwar grundsätzlich cool, aber für dich sinnvoll ist, hier mach mal das so. Ja. Oder halt, wie gesagt, die Leute, die dann uns verwirrte E-Mails schreiben, sich fragen, warum Google nicht mehr geht, weil sie alle Filter eingeschaltet haben. Denen muss man natürlich dann auch sagen, du hast auch den Google-Werbefilter eingeschaltet, deshalb funktioniert dein Internet nicht mehr so gut und so. Das ist ja auch immer, je nachdem, wir haben ja Kunden auf jedem Wissensniveau von, ich weiß gar nicht, was ich da tue, zu, ich könnte eigentlich auch selber einen VPN-Provider betreiben. Ja. Mit deinem letzten Satz habe ich meinen gedanklichen ersten Satz vergessen. Ja, genau, ich wollte eins sagen. Was sagen wir den Zusehern, die sagen, naja, also erst einmal,
sagen wir mal so, Perfect Privacy kostet 120 im Jahr, ja? Ja, ich glaube schon. Ja, je nachdem, in welchem Tarif, so ja, im Durchschnitt, ja, je nachdem, wie lange man dann nimmt, 10 Euro im Monat oder so, ja, genau. Vor ein paar Jahren waren 10 Euro richtig viel. Ich möchte das jetzt auch einmal relativieren. Für die was noch nicht bemerkt haben da draußen, es gibt echt riesige Inflation. Ja. Und 10 Euro ist nicht mehr selbst die Billig-VPN-Anbieter sind teurer geworden. Genau. Ja, oder wenn sie noch billiger werden, dann gibt es meistens kurze Zeit danach nicht mehr. Ja, oder die haben irgendeine andere Art und Weise, Geld zu verdienen. Ne? Das ist dann das mit dem so wie umsonst quasi. Mhm. Also wird es hier billiger oder wird es hier teurer werden? Mal gucken, vielleicht behalten wir den Preise einfach, bis wir einer von den preiswerten Providern sind. Woran hängt es ab? Also was können die Leute tun, damit sie billiger werden? Also, mehr Kunden. Also das ist der einzige. Unsere Philosophie ist, wir zahlen faire Löhne und wir zahlen die Infrastruktur, dass alles sicher ist und der Rest den geben wir an die Kunden weiter. Also deswegen passen wir auch ich meine, im Endeffekt, an. wenn man jetzt wie andere VPN-Provider, weiß ich nicht wie viel, aber Millionen Venture Capital bekommt und darauf spekuliert, dass man sein Geld in Wirklichkeit erst in 5 oder 10 Jahren verdient oder bis dahin die Firma verkauft ist und man dadurch sein Geld verdient hat, dann kann man ganz andere, dann weiß ich, warum andere VPN-Provider irgendwie 3 Euro im Monat nehmen. Davon kann aber in Wirklichkeit keiner leben. Davon kann man vielleicht einen großen VPN-Provider bauen, den man dann dem nächsten Dummen verkauft. Ein paar Leute ausbeuten. Ja, genau. Oder hat sich irgendein zweites Geschäftsmodell gemacht, wie man dann aus den VPN-Kunden noch irgendwie Geld rausbekommt, mit deren Nutzerdaten oder was auch immer. Aber nö, jetzt erstmal, vielleicht gucken wir mal an, was die Inflation so macht und sind dann nächstes Jahr schon genauso billig wie die ganzen anderen Provider. Ich habe mehrere so 3-Euro-Provider gesehen, die kosten jetzt schon 6. Also da war schon so ein, okay, dann, wenn wir ab 9 kosten und die sind so ein Schrottprovider, da muss man gar nichts machen. Dann ist die 9 Euro wert, wenn ich irgendwie dein PureVPN oder diese komischen, die kosten 6 Euro und piept die Namen einfach raus. Die kosten irgendwie, genau, piep, kostet. Ja, im Summer Sale $1. Ja, genau, kostet irgendwie, ja, aber die kosten jetzt auch, die kosten $6 oder so im Monat, hatte ich letztens gesehen, in dem normalen Dings. Da auch so, wenn ich für den Schrottprovider $6 im Monat bezahle, da kannst du für uns auf jeden Fall 9 bezahlen. Also das ist so da habe ich überhaupt absolut kein schlechtes Gewissen. So, das ist so da nehmen wir die Leute nicht aus. Ich tue mir schwer mit Einschätzungen, was kosten soll. Ja, ich bin verheiratet mit meiner Frau. Ich habe sie wirklich sehr, sehr, sehr lieb, logischerweise. Wir haben gemeinsame Kinder. Ganz ehrlich, ich würde jetzt auch nicht sagen, meine Frau ist billig oder teuer, wobei sie sicher eher zu den teuren gehört. Ja. Aber wenn man etwas gern hat... Wir wollen nicht das Wort Kostenfaktor in den Mund nehmen, aber... Ja, ist auch interessant, dass das Erste ist, was mir einfällt. Ja? Kostenfaktor in meinem Leben. Nee, ich glaube, es ist nicht so... Ja. Wenn man was Gutes haben will, dann kostet es Geld. Ich bin ganz davon überzeugt, dass ihr nicht im Hintergrund noch irgendwelche geheimen Investoren habt, die sich die Hände reiben werden. Ja, das wäre lustig. Nee, überhaupt nicht. Ich kann ehrlich sagen, wir haben noch nie einen einzigen Cent Investorenkohle von irgendjemandem bekommen. Und den gibt uns mit dem Geschäftsmodell ja auch keiner. Ein ernsthaft anonymes VPN macht, welcher Investor gibt einem dann Geld? Das wäre komplett irre als Investor. Das wäre, also da tue ich mir doch lieber irgendeinen VPN-Provider, wo ich weiß, okay, der arbeitet im Zweifel stressfrei mit den Behörden zusammen, der loggt irgendwie alles, was die User da machen, da ist das Risiko für den Provider ist quasi weg, der hat irgendwie ein riesiges AFI-Netzwerk oder bla 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 oder hat schon, weiß ich nicht, hat irgendwelche Ex-Geheimdiensttypen eingestellt oder kennt jemanden bei Netflix. Also, da würde ich mir, glaube ich, als Investor eher die suchen. Ich glaube, selbst wenn wir einen haben wollten, wäre so mit dem Geschäftsmodell, glaube ich, eher nicht so. Also ich würde uns... Gerade das wollen wir ja. Ja, ich würde uns... Wir sind halt absolut zu 100% souverän. Ja, ich würde uns kein Geld geben. Das wäre mir das Risiko zu hoch. Aber auf der anderen Seite ist natürlich total cool. Dadurch können wir machen, was wir wollen. So, uns alles, jeden Cent, den wir haben wir selbst verdient. Der kommt von unseren Kunden. So, keinem Schulden, als Firma hat keinen einzigen Euro Schulden. Wir schulden keinem irgendwas. Also im Endeffekt, kann keiner verklagen. So, können uns alle am Arsch lecken. So, uns kommt keine Verpflichtungen. Wir können wirklich machen, was wir möchten. Also, das ist auch ganz nett manchmal. Manche Kunden beschweren sich, dass ihr unfreundlich seid. Das ist manchmal, ja, das ist, ja, stimmt. Kommt vor. Kommt vor. Kann ich ehrlich sagen, ist bei uns im Forum auch manchmal und beim Support manchmal, es gibt ja dieses, der Kunde ist König, bla bla bla.
wenn uns die Kunden anflaumen, dann haben wir Support-Mitarbeiter, die flaumen da manchmal zurück und sagen denen, hör mal, so eine Scheiße brauche ich mal überhaupt nicht anzuhören. Ich sitze hier seit 10 Jahren, wenn ich dir das erzähle, das ist so und so, ist das so. Da brauchst du mit denen nicht zu diskutieren. Und die gehen dann natürlich, genau die Leute gehen dann hin und beschweren sich im Internet mit, der Perfect Privacy Support, der war so unhöflich zu mir. Die haben aber vorher nicht geschrieben, ich war ein Idiot zum Perfect Privacy Support und selber unhöflich. Und dann war der, also... Ich bin mir da auch echt nicht sicher, ob das nicht auch... Nee, ach, das nehme ich sportlich. Komische Leute... Teilweise, was ich da schon gelesen habe. Also alle Leute, die sich bis jetzt öffentlich darüber beschwert haben, dass wir unhöflich sind, da habe ich nachher die Support-E-Mails angeguckt und das war so, die haben mit irgendwas Idiotischem angefangen und zwar nicht so, okay, da weiß das eigentlich anders, sondern so mit, ey, Alter, was? Und das ging mit Pöbelei weiter quasi und dann sage ich auch unseren Support-Mitarbeitern nichts, dann sage ich so, ey, brauchst dich da für 10 Euro im Monat nicht bepöbeln zu lassen, da kannst du auch zurückpöbeln, also das ist so ein... Das nehmen wir sportlich, das ist immer in das Internet, die Leute sollen sich so anstellen. Ja, also was? Ja, also komm, man kann jetzt auch sagen, der Kunde ist immer König und die, aber wir machen was Cooles, dann sollen Leute auch höflich zu uns sein, sonst können sie sich auch noch einen VPN-Provider suchen. Also, ja. Ich habe auch schon mal jemandem einen Link auf NordVPN und so geschickt. Ey, hier, Pups, wenn du da keine Lust hast, dass die Leute sich über irgendwas beschwert haben. Ich gesagt, ey, hier, wir sind nicht der richtige Provider für dich. Geh doch zu NordVPN, da kostet 3 Euro im Monat, da kannst du Netflix gucken den ganzen Tag. Die sind wunderbar, Top-Provider, super schnell, super einfache Software, super Support, tralalala. Ich habe so eine Liste geschrieben, warum die Besten sind quasi. Wiedersehen. Ja, was soll ich da? Soll man sich damit rumschlagen quasi. Da kommen wir jetzt zu dem Punkt. Es gibt eine Menge VPN-Anbieter, ja? Ja. Von welchen VPN-Anbietern, und vielleicht jeder von euch, wenn du das jetzt aus Marketing oder aus anderen Sichtweisen siehst als jetzt der Techniker, aber von welchem VPN-Anbieter würdet ihr sagen, da könntet ihr wirklich noch was lernen? Muss jetzt nicht sein, dass es jetzt sicherer ist oder schneller oder irgendetwas, sondern wo sagt ihr einfach, okay, der macht irgendetwas cool. Das ist schwer zu sagen, aber, ne, weil es so ein, nur weil irgendwer was abgewichst macht zum Beispiel, ne, wo ich dann denke, alter Verwalter, das würde ich so niemals machen, aber Respekt, dass sie das so durchgezogen haben, das ist so schwierig zu sagen, so, weißt du, wie ich meine? Also ganz viele Sachen, die ich bei anderen Providern angucke, die finde ich überhaupt nicht positiv, da bin ich aber trotzdem ganz schön von beeindruckt, dass sie das so kaltschnäuzig und dreist durchziehen. Tja, wir könnten auch ein riesen Servernetzwerk haben mit 1000 Servern virtuell. Ne? Wäre überhaupt kein Problem, aber ja. Das ist ja irgendwie nichts Tolles, oder? Guck's mal, wer da gespielt hat. Ja, aber nee. Also gerade die ganzen Provider, die in den letzten Tagen in die Medien gekommen sind, mit Geheimdienstnähe und Daten, Werbebranchennähe, was soll man davon lernen? Also, es ist halt ein shady Geschäftsmodell. Jetzt, weil du jetzt gerade davon sprichst, ich meine, das ist jetzt einfach, zum Beispiel, weil ExpressVPN verkauft worden ist an den Cape-Konzern. Ja. Ja. Cape ist auch noch der Eigentümer von CyberGhost, von ZenMate, eine ehemalige Berliner Firma. Ne? Pia, Perfect Internet. Ja. Und was jetzt in meinen Bereich reinbringt, es gehört ihnen auch VPN Mentor. Ja, die große VPN-Vergleichsseite, das ist das Beste. Und wenn wir jetzt sehen, ich meine, es gibt auch Leute, die allen Ernstes immer noch meinen, dass VPN Mentor ähnlich qualitativ arbeitet, wie wir das gerade tun. Also ich jetzt. Ich bin mit VPN Mentor wahnsinnig geworden. Wirklich. Ich habe ja mit denen Kontakt gehabt und ich habe die nie dazu bekommen, irgendwie Sachen korrekt hinzustellen. Die haben einfach ihr Ding geschrieben. Wir haben es überhaupt gar nicht in Betracht gezogen, vielleicht über Neurouting oder die coolen Features, die wir mühsam entwickelt haben oder er mühsam entwickelt Barfuß hat. durch den Schnee. Abzubilden. Einfach uns dargestellt als so ein 0815-Provider, der einfach OpenVPN anbietet. Also kommt mir das Review von denen vor. Ja. Und da unterscheiden sie sich aber ganz gewaltig von so Seiten wie deiner. Ja, aber jetzt weiß ich auch warum. Jetzt ist es ganz offiziell. Ja, sie gehören alle zusammen. Ja, also genau. Das ist so, okay, die werden nicht wieder was gelernt. So, genau, die 10 größten VPN-Provider gehören 2 Firmen. Ja, toll.
Plus die größten Review-Seiten, plus nochmal ein paar andere Sachen. Ich habe es vermutet die ganze Zeit. Ja, ich habe es auch vermutet immer ein bisschen so mit, oh, die hängen doch bestimmt zusammen und ja, tun die. Aber was die unterscheidet von uns ist, dass wir für unsere Produkte, also ich für meine VPN-Vergleichsseite, das auch mein Herzblut ist sozusagen, Ja. Was wir da machen und ihr für euren Service, der auch euer Herzblut da drinnen hängt, wir können drüber reden, ja. Wir können auch drüber Scherze machen über unsere eigenen Produkte und wir zeigen uns auch. Ja, genau. Ja, und wir haben eine gewisse Form der Transparenz, ja. Und zeigen nicht irgendwelche Fake-Bilder von irgendwelchen Mitarbeitern, die es nicht gibt. Oder erfinden Stockfotos noch von glücklichen Mitarbeitern ja, in freier Enthaltung. Was aber de facto alle anderen machen, ja. Ja, natürlich. Also wir sehen dieselben, wenn wir mal Stockfotos kaufen, sehen wir dieselben Stockfotos, die alle anderen auch benutzen und kichern immer so mit, oh, guck mal da sind die Menschen aus der Pia-Werbung, guck mal da. Nee, also ich denke, die was uns jetzt noch zusehen, Ja. die wissen ja den Unterschied. Ja, stimmt. Wer jetzt noch dran ist, der wollte das hier wirklich sehen, genau. Herzlichen Glückwunsch. Naja, mal schauen. Ob wir einen oder zwei dazu zwingen können, schauen wir mal. Wir tun unser Bestes. Ja, Überwachung in der Welt. Überwachung in der Welt. Für mich persönlich ist es so, dass einfach dieses Thema kein Thema mehr ist. Und das ist eigentlich das Schlimme. Ja. Ja? Das heißt, wir haben alle vorher schon vor Edward Snowden gesagt, was da passiert. Es hat niemand zugehört, dann hat Edward Snowden das rausgebracht. Oder nicht er, aber die Dokumente haben das gezeigt. Danach, was ganz viele nicht wissen, sind noch Dutzende Whistleblower gekommen, die auch noch andere Fakten hochgelegt haben. Ja. Als anonymes Netzwerk, das viele Dinge aufgedeckt hat in Folge und. Ja. Heute interessiert es niemand mehr. Es sieht so aus, oder es wird jetzt nicht stimmen, aber heute interessiert es einfach sehr viele Leute nicht mehr. Ja, Ist ja jetzt auch legal. ja das ist wahrscheinlich ein Ja, Punkt, und ich glaube, der NSA passiert das auch nicht zweimal, dass sowas in der Zeitung auftaucht. Das ist so ein, da sitzen jetzt bestimmt so viele Leute in jeder Zeitung, dass das allein aus ideologischen Gründen nie wieder passiert. So. Ja, wenn, dann waren es russische Hacker dann. Ja, genau. Weil sie irgendwas veröffentlichen wollten, was sie veröffentlichen wollten, genau, das irgendwie gefaxt haben. Aber russische Hacker fanden heraus, ja, genau. Ja, dieses Überwachungsthema ist sehr nervig. Es hört nicht auf, ne? Es ist jeden Tag, wenn man die Nachrichten aufschlägt, hat man so als Anbieter einen neuen Spaß. Auch wenn so die, weiß ich nicht, die allgemeine Öffentlichkeit den Krams ja nicht mehr so beobachtet. Aber wir gucken jeden Tag ja drauf. Und es wird nicht besser. Und ich weiß auch keine Lösung. Es gibt, glaube ich, keine so eine richtige Lösung, außer irgendwie wählen gehen und irgendwie Umgehungstechnologie benutzen quasi, damit die Leute, die den Krams versuchen zu implementieren, merken, okay, es gibt irgendeinen Prozentsatz von Leuten, die da grundsätzlich nicht mit einverstanden sind, weil die aus prinzipiellen Erwägungen dann doch ein VPN benutzen, Tor benutzen und so weiter und so weiter. Also ich glaube, das sind die einzigen Möglichkeiten. Aus Prinzip dagegen sein und wählen gehen. Das ist so ein technisch, was soll man jetzt technisch gegen NSA-Massenüberwachung machen? Oder demonstrieren gehen hilft ja auch nicht. Das ist so ein, Ja, die Leute haben sich daran gewöhnt, eine Massenüberwachung, draußen Videoüberwachung, Videogesichtserkennung, automatische, überall im öffentlichen Raum. Die Autos haben alle Kameras. Die Kamera hat gerade gepiepst. Ah, okay. Ich wollte es nur sagen, damit es keiner überhört hat. Nicht, dass so, oh, was hättest du sagen können, die ist vor einer halben Stunde ausgegangen. So. Ja, die Leute sind Stück für Stück daran geführt worden, Ja. denke ich. Und die ganz junge Generation, die wächst damit auf. Ja, das ist echt Gar ein nicht bisschen mehr die nervig, Frage. dass so sich alle daran gewöhnt haben und das so, ah ja, komm, ich habe eh meine Facebook-Daten, da ist mir jetzt auch egal, wenn die NSA mir noch ein bisschen hinterher spioniert. Das ist alles nervig. Da gibt es tatsächlich keine schöne Lösung für. Corona hat das ja nochmal verstärkt. Also jetzt ist ja wirklich ist die ganze Welt daran gewöhnt worden, sich überall zu jeder Zeit zu registrieren. Ja, sich genau an irgendwelchen Orten einzuchecken, in jedem Restaurant und überall, wo man ein Ei liegen geht quasi, muss man sich einchecken, genau. Das geht auch eigentlich überhaupt nicht klar. Da kann man auch aus Prinzip gegen sein. Ja, das war ein gutes Prüfen. Ja. Ein guter Weg, um die Leute zu trainieren, ja. Ja, Würden manche sagen. ja. Aber weil du vorhin gesagt hast, da möchte ich dir nämlich noch widersprechen. Wobei? Weil du gesagt hast, wählen gehen hilft.
Ja, ich sag dir was, also, würde wählen was ändern, sagen wir mal dann so, wäre es verboten. Ja, wäre es verboten. Das stimmt, das habe ich gestern auch zu jemandem gesagt. Wenn wählen irgendwann ändern würde, wäre es verboten. Ja, das stimmt. Was soll man machen? Nicht wählen gehen hilft auch nicht. Dann kann man im Endeffekt nur die Parteien wählen, die jetzt nicht gerade auf der ersten Seite vom Wahlprogramm irgendwas mit Massenüberwachung stehen haben. Das ist dann, dass die anderen das dann trotzdem machen. Die einzige Hoffnung ist, dass sie es dann nicht so schlimm machen oder so, ne? Aber man darf nie vergessen, damals die Ausschreitungen in Hamburg am G20-Gipfel, die wurden niedergeknüppelt, weil die Leute eine Maske getragen haben. Jetzt werden die Veranstaltungen niedergeknüppelt, weil die Leute keine Maske getragen ja, haben. genau. Und da fragt man sich dann ja schon. Ja. Aus Vermummungsverbot wurde Vermummungsgebot. Was? Also es wird irgendwie gemacht, was man will. Ja, es ist so ein, genau, wählen hilft nicht, kann man auch nicht sagen. Das ist so ein Nicht-Wählen hilft auf keinen Fall. Sagen wir mal so. Das ist der einige Punkt, wo man sich einig sein kann. Engagement hilft dann wahrscheinlich schon. Dagegen sein hilft aber tatsächlich auch. Also es ist so ein, wenn jetzt plötzlich die Hälfte der Leute Tor oder ein VPN benutzen würde, dann würden die Diskussionen über Massenüberwachung gar nicht so richtig aufkommen, weil dann würde irgendjemand da drauf gucken und feststellen, ey, es gibt da keine so eine richtige Möglichkeit, weil 2/3 der Leute machen es verschlüsselt und nur durch irgendwelche Tunnel und bla 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 bla. Also die kommen ja quasi nur auf diese Ideen, von diese Massenüberwachung so zu machen, weil man immer 90% der Leute damit erwischt, weil es halt funktioniert. Also du kriegst immer die meisten Daten, die du haben willst, kriegst du, wenn du immer alles abgreifst. Aber wenn da jetzt schon die Hälfte der Leute, wie gesagt, Tor oder VPN benutzen würde, ja, ich glaube, dann würde das, also das hat auf jeden Fall irgendeine Auswirkung, rede ich mir ein quasi, dass die Leute einfach dagegen sind und da nicht mitmachen und dem technische Steine in den Weg werfen. Und selbst wenn es nicht hilft, ne, dann ist es halt aus Prinzip so. Dann werden halt der Massenüberwachung aus Prinzip Steine in den Weg geworfen, einfach nur so. Eine Frage, wo ist die Grenze jetzt, wo ihr normalen Menschen und Aktivisten helft? Und wo ihr Kriminelle unterstützt? Wir unterstützen, wir unterstützen keine Kriminellen. Nein, wir unterstützen Kriminelle so sehr, nee, das sehe ich so auch so, dass wir unterstützen Kriminelle exakt genauso sehr, wie ein Taxiunternehmen Kriminelle unterstützt und die Telekom Kriminelle unterstützt und, weiß ich nicht, die Post Kriminelle unterstützt. Das ist so ein, mit dem Bitcoin und dem Bargeld. Da muss die Gesellschaft mit leben. Bitcoin benutzen nur Kriminelle. Was ist mit Bargeld? Da muss ich sagen, die Gesellschaft auch vielleicht. Muss, glaube ich... Aber ich glaube aber auch, dass Kriminelle Banküberweisungen verwenden. Ja, genau. Und mit Bankomatkarte zahlen. Genau. Auch das passiert. Ja, genau. Da muss die Gesellschaft mit leben, dass Kriminelle Taxi fahren und VPNs benutzen und, weiß ich nicht, Banken benutzen. Das ist einfach so. Da kann der Taxifahrer nichts dran ändern und da können wir auch nichts dran ändern. Tut uns furchtbar leid. Und der Preis daran, was zu ändern, der ist uns zu hoch quasi. Der ist ja quasi Dauermassenüberwachung aller Leute. Und dann ist so, nö, dann müssen die paar Kriminellen, die haben in dem Fall Glück gehabt quasi. Da muss die Polizei sich dann was anderes ausdenken, um die zu erwischen. Also, ja, zum Beispiel der Tod des Geldes folgen, so wie sie es früher halt auch gemacht haben. Ja, genau. Also wieder klassische Polizeiarbeit machen und nicht einfach nur vorm Computer sitzen. Es gibt Gesellschaften, zum Beispiel in Großbritannien, die Leute wollen dort überwacht werden. Ja, schlimm genug. Also das muss man... Ich weiß, das wissen auch viele unserer Leser nicht und Zuseher werden das auch nicht verstehen, warum es so ist. Aber ja, in Großbritannien wollen die Leute überwacht werden. Die wollen. Die sagen, in unserer Straße gibt es keine Überwachungskamera. Das gehört da wirklich dringend hin. Ja, weil die auch speziell in London natürlich ganz schön Probleme haben, ne? Wenn irgendwie in London mehr Leute erstochen werden, als in New York erschossen werden, ist so ein Ja, die wünschen sich Überwachungskameras. Genau. Ja. So, dass die Leute dann irgendwann sagen, oh, scheiße. Aber es hilft gar nichts. Nee, genau, die Leute werden trotzdem erstochen. Das ist noch das Blöde daran. Da zusätzlich zu dem halt auch noch exakt gar nichts hilft. Das ist ärgerlich. Es gibt auch Terroristen und so weiter. Ja, genau. Das ist ein scheiß Problem. Was soll man da machen? Da gibt es auch keine schöne Lösung für. So, das ist einfach, Massenüberwachung ist scheiße, Terrorismus ist auch scheiße, Kriminalität ist scheiße und alle Überwachung ist aber auch Mist. Und irgendwo da in der Mitte ist die Wahrheit man muss den Leuten einen ganzen Sack Freiheiten lassen und die Auswirkungen davon sind meistens dann gar nicht so schlimm. Also, ich meine, ich sehe ja die Polizeianfragen für die Sachen, die wir so kriegen.
das ist meistens irgendwie versuchter eBay-Betrug oder, also, ja, ich glaube, wir haben mit PP noch nie irgendwas, wo ich gedacht habe, boah, okay, krass. Also, genau, ich kann mich nicht erinnern, dass da irgendwas bei war, wo ich gedacht habe, boah, okay, kacke, jetzt unterstützen wir wirklich Leute, boah, das ist nicht in Ordnung quasi, das ist irgendwie, weiß ich nicht, derbe Terrorismus oder irgendwie. Das ist, glaube ich, noch nicht vorgekommen. Alles, was ich bis jetzt von der Polizei gesehen habe, war immer Kleinkram, war immer, boah, so Sachen, die man auch hätte einstellen können, theoretisch. Oder, weiß ich nicht, irgendjemand hat Drogen im Internet gekauft oder irgend sowas so. Oder auch mal verkauft, aber ja. Die MCA. Ja, genau, genau, da kümmert sich aber die Polizei gar nicht drum. So. Aber die Polizeianfragen, die wir kommen, sind tatsächlich erschreckend harmlos. Also man sollte ja denken, da kommt irgendwas mit, weiß ich nicht, Terrorismus und Kinderpornos. Aber ne, überhaupt nicht. Haben wir auch tatsächlich noch nie gehabt. Ich habe noch keine einzige Anfrage gehabt, noch nie wegen Terrorismus. Auf dem E-Mail-Anbieter hatten wir das mal. Wir haben ja mal so einen E-Mail-Anbieter geerbt. Da kamen mehrmals Anfragen rein wegen, boah, hier Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat und so. Da waren die E-Mail-Konten aber zum Glück immer wieder alle gelöscht. Wir haben die immer, wenn die Leute sich 2 Wochen nicht eingeloggt haben, haben wir die Konten weggemacht. Und da kamen alle Anfragen, die reinkamen, konnten wir immer guten Gewissens sagen, ey, puh, haben wir nicht mehr. Zum Glück so. Aber den haben wir dann irgendwann aufgegeben, den E-Mail-Anbieter. Weil wir wollen die Daten ja gar nicht haben. Ich belüge die Polizei auch nicht. Wir haben die Daten nicht und was wir haben, können die haben, aber wir haben nichts. So, und das war bei dem E-Mail-Anbieter halt super nervig, weil man wusste, ey, wir haben grundsätzlich die E-Mails von den Leuten und wir müssen die auch rausgeben, wenn eine Polizeianfrage kommt, die komplett korrekt gemacht ist. Also wir wussten, im Zweifelsfall, im letzten Ding, können wir uns nicht dagegen wehren und würden uns auch strafbar machen, wenn wir das vorher löschen. Und da hatte ich immer ein schlechtes Gewissen, weil ich natürlich im Zweifel vorher einfach den Server platt gemacht hätte. Also das war dann immer so ein, boah, Kacke. Da muss ich dann irgendwann mal vielleicht für meine Kunden ins Gefängnis gehen und irgendwas machen mit so, boah, es war ein schrecklicher Unfall. Aber auch wieder so ein derbes Ungleichgewicht, ne? So ein Politiker löscht mal eben kurz ein Handy. Ja, genau. Genau. Deshalb haben wir den E-Mail-Anbieter irgendwann aufgegeben und haben gesagt, nee, das machen wir nicht mehr. Ich will diese Daten überhaupt nicht haben. Und so kann ich guten Gewissens sagen, alle Daten, die wir haben, konnte ich sofort der Polizei geben und da würde absolut niemand für ins Gefängnis gehen, unter gar keinen Umständen, weil wir einfach alle Daten, die wir haben, weil wir haben die Zahlungsdaten von den Leuten und wie lange die ihren Account haben und deren Passwort. Das war halt. Danach fragt sich aber keiner. Uns hat tatsächlich mal einmal eine Polizeianfrage, die hatten die PayPal-Adresse und den Account. Die haben den Computer von irgendjemandem beschlagnahmt und dann kam halt, schicken Sie mal alles, was Sie haben. Und die haben dann im Endeffekt gekriegt, ja, ey, hier sind die 3 PayPal-Zahlungen, die der gemacht hat. Und hier ist irgendwie, der hat seinen Account am so und so vielten registriert und dann verlängert. Die hatten, also ja, das waren die Informationen, die wir dazu hatten, weil die Polizei hatte die E-Mail-Adresse und den PayPal-Account oder sowas. Also die haben quasi alles gekriegt, was wir hatten. Aber das war halt nichts. Das war halt im Wesentlichen. Vielleicht haben sie sich erhofft, dass wir. Ja, die wollten Verbindungsdaten, genau. Die wollten die Verbindungsdaten und haben gehofft, dass wir irgendwie Verbindungsdaten zu den Usern haben und so. Und sowas haben wir nicht natürlich. Und dann kann ich immer guten Gewissens sagen, ey, kein Problem, könnt ihr alles hier bitte schön haben, könnt ihr exakt nichts mit anfangen. Das ist auch der Grund, warum wir unbegrenzt viele Verbindungen zulassen. Ja, genau, da kann man auch mal kurz drüber nachdenken. Ne? Die Server wissen auch gegenseitig nicht, wer da eingeloggt ist und wie oft. Deshalb können wir keine Gerätelimits machen. Deshalb kannst du dich mit so vielen Geräten, wie du willst, einloggen. Sollst du aber nicht. Sollst du aber natürlich nicht. Du kannst auf einem Server alleine, ne? Du kannst dich 1000-mal einloggen, wenn du willst. Du musst das nur über die Server verteilen. Also du kannst auf einem Server kannst du dich maximal 10-mal einloggen. Aber da die Server nicht untereinander synchronisieren, welcher User wo eingeloggt ist, kannst du dann auf dem nächsten Server wieder machen. Also im Moment kannst du dich quasi, 1000-mal geht tatsächlich nicht. Im Moment kannst du dich pro Server 10-mal einloggen, wir haben 40 Server oder was, dann kannst du dich 400-mal anmelden, theoretisch. Aber das ist zum Beispiel die ganzen anderen Anbieter, die so Hard-Limits haben, wo du dann 5 Geräte Maximum. Das geht ja technisch nicht anders, außer die schicken die Benutzernamen und wer sich wann wo eingeloggt hat, von Server zu Server oder haben einen zentralen Anmeldeserver. Also was wollte ich eigentlich auch überhaupt gar nicht mehr. Ich finde es eigentlich ganz gut, dass die Server immer in einem Land stehen und nichts voneinander wissen und auch eigenständig ihren Krams machen, quasi. Gut, jetzt muss man sagen, ein zentraler Anmeldeserver kann Daten protokollieren, muss aber auch nicht. Ja, aber wenn du Limits haben willst, dann musst du die protokollieren.
Genau, also du kannst nicht. Zumindest ich habe es hin und her gedreht, ne? Ich habe da mal echt drüber nachgedacht. Es gibt mathematisch, glaube ich, also wenn irgendeinem einer einfällt, soll es in die Kommentare von dem Video schreiben, ne? Aber ja, aber was? Ich habe da echt ein paar Runden drüber nachgedacht. Ich glaube, es gibt keine Möglichkeit, einen Anmeldeserver zu machen, wo du eine Begrenzung hast, dass du sagst, der und der User soll nur 10-mal angemeldet sein. Kannst du dir vorstellen? Und nicht, also dann weißt du ja zwangsläufig, wo der angemeldet ist. Das geht ja nicht anders. Also so, wie gesagt, wenn irgendein Mathematiker jetzt irgendeine Kryptolösung dafür hat, dann soll er die bitte in den Kommentaren schreiben. Aber so grundsätzlich, genau, die Anbieter, die irgendwelche Gerätelimits haben, die führen auf jeden Fall an irgendeiner Stelle zusammen, wer wann wie oft eingeloggt ist. Ist ja auch, wenn man ein normaler Anbieter wäre, normale Sachen machen würde, wäre es ja auch total sinnvoll zu wissen, wie viele User wann, wie, wo den Dienst benutzen. Wir müssen uns halt immer einen abraten und gucken, boah, hier sind die Server wieder ein bisschen überlastet, da ist derbe Traffic drauf, stellen wir noch mal einen zu. Weil wir halt nicht so genau wissen, wo sind denn jetzt mehr User, wo sind die drauf, was machen die, dies, das. So. Ja, wir monitoren halt die Serverauslastung und da wissen wir ja ungefähr, wie viele Kunden wir haben. Ja, wie viel Bytes da einmal pro Minute guckt er in den Zähler, der zählt, wie viel Bytes durch die Netzwerkkarte gegangen ist. Und dadurch weiß ich, wie viel, deshalb kommt auch auf der Webseite diese Traffic-Statistik zustande quasi. Also die weiß auch nichts von den Usern, die guckt in den Zähler von der Netzwerkkarte einmal pro Minute rein und guckt, wie viele Pakete und dann. Ja. Also ja, ich dachte am Anfang noch so, bist du verrückt, alle unbegrenzt viele Geräte und so weiter, aber hat ein bisschen gebraucht, bis er mir das erklärt hatte. Aber ja, macht absolut Sinn. Ja. Ja, genau, da habe ich auch, genau, deshalb, nee, ich wollte keinen zentralen, also ich möchte da kein schlechtes Gewissen für haben. Ich möchte nicht so mit, eigentlich wird da doch das und das gehen, aber das dürfen man Kunden nicht erzählen und das ist alles scheiße. Und auch wenn eine Polizeianfrage kommt, möchte ich denen gerne absolut komplett, ja, kein Problem, hier bitteschön, alles was wir haben, können alles haben, viel Spaß, dann schütteln die mir die Hand und freuen sich total darüber, dass ich ihnen alles gegeben habe und die können sich da absolut nichts anfangen, weil wir halt die entscheidenden Daten alle nicht haben. Also so, das ist auch cool. Also bei mir hat sich total oft schon die Polizei bedankt dafür, dass ich denen gesagt habe, sorry, haben wir nicht und kriegen wir auch nicht wieder rein. Weil wir antworten denen natürlich immer sehr höflich und dann antworten die uns auch immer höflich und sagen, okay, dann haben sie uns soweit geholfen, auch wenn wir denen nicht geholfen haben quasi. Oder es ihnen nicht hilft, was ihr ja, genau. habt, ja. Vielen Dank für eure Zeit. Gerne. Ich bin davon überzeugt, dass viele, nachdem sie, oder wenn sie dieses Video sehen, plötzlich einen ganz anderen Eindruck von Perfect Privacy haben werden. Das kann sein. Es muss so sein. Ja, ja, bis jetzt haben wir uns ja ein bisschen versteckt und uns da nicht so im Internet gezeigt, aber ja, wenn du schon mal da bist, dann vielen Dank auch für das Vertrauen, ja, also für das Vertrauen, dass wir die Ersten sind, die mit euch sozusagen auf diese Art und Weise reden können. Ja, ich glaube, mit den anderen hätten wir das auch nicht gemacht. Ich wüsste jetzt keinen anderen Affiliate, der uns hätte anschreiben können, mit, können wir eigentlich mal mit ein paar Kameras vorbeikommen und bei euch drehen? So, nee, was mit nein? Aber als du eine E-Mail geschrieben hast, haben wir drüber geguckt und dachten so, ach ja, komm, ist eigentlich ein netter Typ, lass den mal vorbeikommen. Sehr gut. Was ich noch erwähnen will, ist, Perfect Privacy kann man kostenlos testen. Na klar. Wir haben auch auf so einen Telegram-Bot, ich weiß nicht, ob ihr den schon mal gesehen habt. Nee, habe ich den gesehen? Das haben wir gut gemacht. Echt? Ja, Telegram-Bot auf VPN-Tester. Ja. Dort findest du unseren Telegram-Bot. Ja. Dort kannst du sagen, du möchtest Perfect Privacy testen. Ja. Wir überprüfen dann Magic, das heißt, ob du schon einen hast oder nicht. Oder ob du schon einen bekommen hast oder nicht. Manche sind überrascht, weil die probieren dann die Telefonnummer ändern. Und wir erkennen trotzdem, dass sie schon einen hatten. Nee, aber es ist auch ganz gut, weil das war immer mein Ansinnen oder das ist immer unser Ansinnen gewesen eigentlich, dass Leute auch einfach den Service ausprobieren sollen. Ja? Und nicht die Katze im Sack sozusagen kaufen, sondern auch den Service ausprobieren sollen. Und deswegen haben wir das gemacht. Ja. Früher haben wir das so gemacht, dass wir dann mit den Leuten noch ihnen auch geholfen haben beim Installieren, bei den Problemen und so weiter, damit sie nicht sozusagen jetzt etwas ausprobieren und dann alleine sind am Wochenende oder so und niemand antwortet ihnen und sie wissen auch nicht, an wen sie sich dann wenden können. Da waren wir immer da im Chat und haben ihnen auch geholfen. Mittlerweile muss ich sagen, braucht man das eigentlich nicht mehr. Also mittlerweile die Leute, die jetzt auf eure Seite kommen, brauchen ganz selten Hilfe in den ersten 1-2 Tagen. Ja. Weil möglichst fast alles funktioniert. Das ist viel, viel besser geworden. Und deswegen ist jetzt auch der Punkt da, dass wir das sozusagen auch über Telegram verteilen können. Und auch ganz wichtig, ich weiß, ihr verwendet Telegram gar nicht, ne?
Ich habe Telegram und so, aber nee, als Firma haben wir, nee. Ja, aber stimmt, so als Support-Chat und so kann man das vielleicht mal machen, ne? Also, Ja, ihr müsst euch jetzt nicht outen oder so, wenn ihr Telegram verwendet, aber dann kommt in unsere Gruppe. Es gibt eine VPN-Tester-Gruppe. Ja. Da gibt es nämlich ganz viele, die euren Service verwenden, die auch drüber reden. Ähnlich wie es in eurem Board ist wahrscheinlich, ja. Vielleicht sogar noch ein bisschen, wie soll ich sagen, im Board müssen die Leute sich ein bisschen überlegen, was sie schreiben. In Telegram können sie es auch wieder löschen und sie sind auch unter sich. Ja. Bei unserem Board bin ich mir manchmal nicht so sicher, ob die Leute sich vorher überlegt haben, was sie schreiben. Bist du sicher? Nee, ganz sicher nicht. Aber ja, nee, aber es ist ganz gut. Könnt ihr gerne mal schauen, was die darüber denken. Ja, guck mal rein, ja, cool. Ja, so far so gut. Schauen wir, dass wir weiterkommen. Wunderschön, ja. Vielen Dank für das Interview. Vielen Dank für deine Arbeit. Komm mal wieder nach Hamburg, wenn du auf der Ecke bist. Kommst du vorbei auf einen Kaffee und so. Ja. Cool, mach ich gern. Gut. Wunderbar. Sehr schön.